Variomobil auf dem Caravan-Salon 2021. Die 22er Modelle sind da und wenn ich jetzt hier mal so ein bisschen schaue, ganz ehrfürchtig vor deutscher Ingenieurskunst, da bin ich immer so ein kleines bisschen natürlich begeistert. Ich ziehe mal gerade den Weitwinkel ein bisschen auf, dass wir das mal sehen. Denn Heiko Hülsmann ist bei mir. Er ist ein Urgestein bei Variomobil, ist wirklich schon lange dabei, jetzt seit über 20 Jahren und hat Fahrzeugbau studiert. Ich grüße dich, Heiko. Hallo Sven. Ja, wir haben ein Pärchen eben interviewt. Die haben tatsächlich vor 29 Jahren ihren Vario als Erstbesitzer gekauft. Das Interview werden wir auch noch verlinken. Die waren gerade da und haben gefragt, was sie für Reifen aufziehen sollen. Ja, genau. Da hat sich wohl herausgestellt, dass die Reifen ein bisschen älter sind und dass man drüber nachdenken sollte, mal neue Reifen zu nehmen. Und da habe ich mal eben gesagt, was sie für Reifen nehmen sollten. Und die wollen sie jetzt aufziehen, ja. Der Zustand ist wie neu. Also wir haben die Fotos gesehen, hat knapp 100.000 Kilometer drauf, Busfahrgestell. Shenandoah, guten Morgen. Tag Nummer 6 auf der Messe und diesmal wieder was ganz anderes. Diesmal Ingenieurskunst, High-End, eine der besten Fahrzeughersteller für Reisemobile in Europa, Variomobil. Und Heiko, das sage ich nicht ohne Fug und Recht, denn wir filmen wirklich Dinge, die im Detail, wir waren bei euch im Werk drin, ihr habt Liebe wirklich, wenn ihr irgendwas baut, es muss perfekt sein. Das ist unser Anspruch. Wir sind eine reine Manufaktur und wollen wirklich dem Kunden sein Fahrzeug bauen. Die sind alle individuell gebaut und das nachher perfektioniert bis ins letzte Detail. Siehst du hier auch an der Front, die jetzt neu gekommen ist vor 2 Jahren, die wir selbst designt haben auch und selbst gemacht haben. Das ist im Prinzip, wenn du die Spaltmaße anschaust, sieht das schon toll aus und ist fast Automotive-Qualität, würde ich sagen. Ihr seid Fahrzeughersteller oder bekommt ihr Chassis? Wie funktioniert das bei euch? Ihr baut die Rahmen selber unten drunter? Genau, also wir sind Fahrzeugbaumanufaktur, das heißt, wir sind Fahrzeughersteller. Bekommen natürlich fertige Chassis von Mercedes, MAN, Volvo, die wir dann modifizieren, aufbauen und erstmal den Unterrahmen fertigen, bevor überhaupt eine Kabine draufkommen kann. Die Fahrzeuge sind fast alle noch auf der Straße. Gab es mal schwere Unfälle, die vielleicht nicht mehr da sind? Ja, es gab Unfälle, aber eigentlich war das für unsere Autos kein Problem, eher für den Baum, der dann da im Weg stand, da unsere Fahrzeuge halt supermassiv gebaut sind, solide gebaut sind und von daher ist so ein Unfall nicht schön, aber eigentlich nicht so das Problem. Ja, die wiegen auch einiges, man sitzt sehr hoch, das schafft natürlich auch Sicherheit im Straßenverkehr, man fährt nicht so schnell, es passieren selten Unfälle mit Wohnmobile. Jetzt sind die neuesten Fahrassistenzsysteme sind ja eingebaut in den neuen Fahrzeugen, das ist ja auch Pflicht ab einer gewissen Klasse. Das ist schon sicheres Fahren mit so einem Fahrzeug, oder? Ja, absolut. Gut, dass es die Systeme gibt, also nicht nur im Wohnmobilbereich, die kommen ja aus dem Lkw-Bereich und da ist das schon eine super sichere Sache, dass da einfach das System eingreift und vielleicht den Fehler, den ein Fahrer machen könnte, ausmerzt und das wird in den nächsten Jahren schon sehr viel sicherer auf den Straßen, auf Autobahnen sein und diese Technik hat natürlich auch Einzug dann im Wohnmobil gezogen und sind wir froh, dass wir die verwenden können. Ja, ihr habt also gar keinen festen Bauplan. Ihr habt natürlich Grundrisse, die existieren. Die habt ihr im Computer, die könnt ihr Leuten zeigen. Ihr habt Fahrzeuge schon mal gebaut, aber ihr könnt theoretisch, wenn jetzt einer zum Beispiel besonders groß ist, auf die Wünsche des Kunden eingehen. Das ist immer die interessante Frage von den Kunden, von unseren Kunden, dass sie wirklich sagen, Mensch, wir wissen, wir waren schon ein paar Jahre mit dem Reisemobil unterwegs, aber wir wollen was Spezielles. Wir brauchen die Schrankgröße, wir brauchen die Bettensituation, wir brauchen die Gesamtlänge oder können die Gesamtlänge gebrauchen. Und das ist unsere Stärke, dass wir dann halt sagen, okay, kein Problem. Wo kommt die Tür hin? Wie groß wird der Schrank? Wie sieht die Schlafsituation aus? Also das passen wir alles wirklich komplett an. So, ihr macht entsprechende Pläne. Ich habe ja im Werk gefilmt. Das war das ganze Zeug, was ich pixeln musste, wo jeder Kunde seinen individuellen Plan bekommt. Wir haben eben im Interview mit dem Pärchen gehört,
fährt wie am ersten Tag, sie haben mal einen neuen Lack verpasst, das kann schon mal sein, aber selbst die Originallacke vor 30 Jahren, man kann sie aufarbeiten, die sind teilweise richtig top, oder? Ja, das ist halt ein herkömmlicher Lack, ein Pkw-Lack, der, wenn er gepflegt wird, eigentlich 30 Jahre hält. Ich habe vor 2 Wochen ein 93er Baujahr verkauft, ein gebrauchtes Auto, der stand super da im Lack. Klar, wenn dann jemand ein anderes Design möchte oder so, weil es vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen ist, dann ändert man sowas schon mal, aber von der Lackqualität her ist das eigentlich kein Thema. Ja, zumal die Fahrzeuge, ich sag mal, retromäßig schwer im Trend sind. Also wenn die bestimmte Farben, Formen und so weiter hat, dann sollte man vielleicht nicht zu sehr ich sag mal, renovieren, denn dann tut man dem Fahrzeug keinen Gefallen, sondern man kann ja auch ein neues Polster aufziehen in einem Design, was zum Fahrzeug passt. Ja? Dann wirkt das ganz anders. Du bist da Spezialist, also du liebst alte Fahrzeuge. Genau, ich habe Spaß an klassischen Fahrzeugen und finde es halt toll, dass da jetzt immer mehr Reisemobile auch kommen, die ja, historisches Kennzeichen bekommen können. Ich finde auch, da sollte man behutsam mit umgehen und diese klassischen Fahrzeuge nicht zu sehr verändern. Ja, aber das machen die Kunden dann meistens so, wie sie das meinen. Heiko, du musst mal kurz hier reinkrabbeln, sei so lieb. Denn das hier, das ist so unglaublich schön. Also nicht nur, dass ich ein großer Fan von Victron Energy bin, aber so diese Armada an Victron Energy, fast in reinrassiger Qualität. Und man muss ja wirklich sagen, wir stehen in der Garage und die Zugänglichkeit ist ja wohl bilderbuchartig, oder? Das heißt, naja, ist halt schön übersichtlich. Ja? Ich würde sagen, das ist Anlagentechnik. Und das macht einfach Spaß, wenn man das sieht. Und es soll ja nicht nur Spaß machen, sondern es soll gut zugänglich sein. Denn so kann man eventuell auch mal, wenn mal ein Fehler auftauchen sollte oder eine Sicherung kommt, kann man sowas einfach schön bearbeiten und nicht nur wir bearbeiten, sondern auch jeder Elektroinstallateur findet sich hier zurecht. Ja, die Fahrzeuge werden wahrscheinlich einzeln abgenommen. Habt ihr Fahrzeuge mit COC auch, oder? Nein, COC gibt es bei uns nicht. Wir haben ja das mehrstufige Verfahren, alles mit Einzelabnahme und ja. Wenn ich die Fahrzeuge in Europa zulassen möchte, ja, jetzt in Deutschland, da fährt man ja zum deutschen TÜV. Wie geht ihr da vor? Ihr fahrt erstmal zum deutschen TÜV und es gibt dann eine Zulassung und geht dann damit zum entsprechenden ausländischen TÜV. Ihr kümmert euch um die Zulassung auch dann? Ja, klar. Genau, es gibt die deutsche TÜV-Abnahme. Da gibt es die dementsprechenden Papiere dann dazu. Jetzt kommt es ein bisschen aufs Ausland an. Schweiz? Ja, ist kein Problem. Es gibt ja dann am Ende das Ausfuhrkennzeichen. Bei diesem Ausfuhrkennzeichen werden Papiere erstellt wie bei einer Zulassung. Also es gibt eine Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2. Ja. Und somit haben die ausländischen Behörden im Prinzip keine Probleme, diese Daten zu übernehmen und die sind international dann gültig. So, ich zeig mal. Quattro 5000. Ich habe gestern mal das erste Mal einen 8000er gefilmt, ja. Aber der 5000er, der kann im Peak so richtig viel, also der kann, glaube ich, sogar 8 kW. Ja, in der Spitze vielleicht. Ja. Also die Wechselrichter sind eigentlich nicht das Problem, sondern man muss heute schauen, dass die Batterien auch den Strom liefern, den der Wechselrichter verarbeiten möchte. Ja? Und da kommt es dann immer auf den Strom der Batterien an, was die so können. Ja, hier auch eine Besonderheit, machen nicht viele ab Werk einen Schlitten. Das heißt, das Fahrzeug, ich zeige es mal gerade, wenn du mal gerade ein bisschen rüber gehst, ja. Du fährst das Fahrzeug auf einen Schlitten drauf und fährst den ganzen Schlitten rein. Der wird also nicht reingezogen mit einer Winde oder sowas, also der Wagen selber, sondern der Schlitten wird reingezogen. Genau, du fährst den Schlitten mit einer Fernbedienung raus, fährst den PKW auf diese Plattform und fährst dann beides zusammen mit der Fernbedienung wieder rein. Ist einfach super komfortabel, der Kunde braucht keine Rampen anlegen oder so etwas. Und ja, du filmst jetzt gerade den Motor, den Antriebsmotor dazu. Den kleinen. Den kleinen, da siehst du, das ist halt Industrietechnik, ja, mit einem Industriegetriebe. Also der läuft in irgendwelchen Industriebetrieben jeden Tag 8 Stunden und das über 30 Jahre. Also wird der hier die paar Male, wo er die Plattform bewegen soll, auch funktionieren. Es geht ja auch darum, dass man Dinge einbaut, die es noch in 20 Jahren gibt. Das heißt, das ist ja jetzt genormt und diese, ich sag mal, Motoren und egal was, dass ihr nicht abhängig seid von irgendeinem Zubehörhersteller, der dann sagt, okay, ich baue das einfach nicht mehr und dann habt ihr ein Riesenproblem, sondern diesen Motor gibt es so oder so ähnlich überall, oder?
Genau, die Motoren, wie du die da siehst, sind schon von der Art und von der Bauweise her schon sehr, sehr alt. Also die wurden immer schon so gebaut. Und also das kann man relativ schnell ändern, wenn es denn so wäre. Aber ich glaube nicht, dass der also hier irgendwie zeitnah den Geist aufgeben wird. So, alles, was man hier sieht, habt ihr gebaut. Also das ist so das Fahrgestell, was drunter ist. Wir haben ja Videos gedreht, da kommt, ich sag mal, ein Rahmen, der kommt an, der wird dann eventuell bei euch nochmal verlängert und so weiter und dann wird alles aufgebaut. Hier sind die Fahrzeugbatterien, also vorne für das Cockpit, also für den Motor und Co. Genau, die Starterbatterien, die liegen ja eigentlich auf der Fahrerseite hinter der Vorderachse, so ist es serienmäßig. Wir verlegen die nach hier hinten, um einfach dort vorne ein Staufach zu generieren und die Technik beieinander zu haben. Und ja, so haben wir kurze Wege und sind gut zugänglich. Ich kann Batteriehauptschalter hier versetzen, wo ich mal die Batterien abschalten kann und. So, hier sieht man die Aufbaubatterien. Wir haben kein Gewichtsproblem. Da kann man mal Bleigel nehmen, denn das ist eine tolle Technik. Oft muss man ja aufs Gewicht achten. Aber hier, das ist alles mit eingeplant. Die Skalierbarkeit ist unbegrenzt wahrscheinlich, ja. Ja, du siehst hier eben jetzt die Gelbatterien. Das ist eben auch das Individuelle. Man spricht mit dem Kunden durch, was möchte ich machen, was will der Kunde haben, wie nutzt er das Fahrzeug. Und Lithiumbatterien sind sicherlich ganz gut, ist eine tolle Technik, aber der Kunde kommt hier mit diesen Gelbatterien super aus und wir haben mit den Gelbatterien null Schwierigkeiten. Wir haben Kunden, die haben nach 13 Jahren noch die ersten Batterien drin und das ist schon eine tolle Technik. Also das, was man sagt, so einmal Tiefen entladen und so weiter. Heute ist die Elektronik, die kümmert sich ja um die Batterien. Das heißt, die sorgt dafür, dass sie also wirklich dann auch fit bleiben und so weiter. Dann bekommt man diese Gelbatterien auch überall. Also das ist gerade auch wichtig für Leute, die wirklich stark unterwegs sind und sie sind, ich glaube, unkaputtbar. Du kriegst die also so schnell nicht kaputt, oder? Ja, in der Tat. Also wie du richtig sagst, die Technik passt auf, dass da nichts passieren kann, dass sie nicht tiefenentladen werden und dadurch sind sie eigentlich super lange haltbar. So kleine Details. Ihr macht vieles selber. Zum Beispiel dieser Beschlag hier ist cool, das kann ich ja alles fragen, ja. Das ist das Schöne. Den habt ihr selber gemacht. Ja, genau. Ja, genau. Das sind halt Laserteile, dann in Edelstahl eben auch. Und das sind so Teile, die wir selber machen. Wir haben eine extreme Fertigungstiefe. Das braucht es auch bei dieser Individualität, damit du auf diese Sachen eingehen kannst. Ja. Ist es Alu hier eigentlich, hier unten? Das ist jetzt Alu. Ja. Das ist Alu. Aber das könnte auch Edelstahl sein, wenn der Kunde es will. Könnte es auch. Braucht man nicht. Aber ich sag mal, das ist ja in der Garage und da passiert eigentlich so nichts. Das passiert man nicht. Also wenn wir mal auf so Technik eingehen, ihr habt das jetzt so gemacht, da ist jetzt kein Motor dabei oder irgendwas, die drückst du einfach zu. Was wiegt hier die Klappe ungefähr? Das kann ich dir gar nicht sagen, habe ich nicht im Kopf, aber Pi mal Daumen ungefähr. Das Gewicht ist eigentlich egal, weil der Hebelarm ist wichtig und die Anlenkung der Gasdruckdämpfer. Also ich merke das Gewicht hier als Kunde gar nicht. Okay, das wird eingestellt quasi bei euch, also auf das Gewicht dann von dem Teil und du merkst keinen Unterschied, egal wie schwer sie ist. Genau, das Gewicht ist ja immer das gleiche bei den Klappen und das sind Anlenkpunkte, die halt errechnet werden oder wurden und die passen einfach immer. Ach so, das wird nicht probiert irgendwas, sondern... Nee, also selbst wir haben trotz unserer recht handwerklichen Fertigung haben wir dann natürlich auch CAD-Programme und nutzen natürlich auch die aktuellen Techniken, die es da so gibt. So, den Schlitten habt ihr selber gebaut? Selbstverständlich. Selbstverständlich, ja. Ich zeig's mal. Das was für Material? Auch Alu? Das ist Alu, genau. Das ist eine Doppelplatte, die dann zusammengesetzt wird. Hier kannst du dann die Auffahrsschienen noch rausklappen, um den Mini dann wirklich raufzubekommen. Denn der Mini, der hat als Cooper S eine Frontspoilerlippe und da muss ich ein bisschen sanfter drauf kommen. Ja. Okay, verstehe. So, das heißt, du fährst ihn drauf. Das geht jetzt noch weiter raus? Nee, das ist jetzt die Ladeposition oder kommt er noch ein bisschen raus? Nee, das ist die Ladeposition. Da fahre ich ihn rauf. Ach, nee, sorry, stimmt. Der geht noch weiter raus, den haben sie nicht komplett rausgefahren. Er geht noch 20 cm weiter raus. Gut, für den Messebetrieb. Das heißt also, man kann ihn quasi hier reinmachen. Man muss ihn festziehen, ist das notwendig? Ja, also einmal
An der Hinterachse am Hinterrad gibt es einen Radspanner, wo man das Auto fixieren muss. Vorne steht er in Mulden, sodass er da fixiert ist. Und ja, dann ist das okay. Die Leute, die solche Fahrzeuge fahren, haben einen C-Führerschein. Da ist das Thema Ladungssicherung natürlich Teil von 2500 Prüfungsfragen und der Praxis. Das sind schon erfahrene Leute. Das heißt, die wurden alle ausgebildet. Das schafft natürlich auch eine gewisse, ich sag mal, Sensibilität für das Thema Ladungssicherung, oder? Ja, das bringen die meisten Kunden schon so mit, aber man muss sagen, wenn die Kunden bei uns ein Fahrzeug übernehmen, bekommen sie eine 8-stündige Einweisung, je nach Fahrzeug auch dann 10, 12 Stunden. Und auch da wird bei uns dieses Thema natürlich nochmal angegangen und man fährt mit dem Kunden dann den Pkw auf die Plattform, verzurrt ihn, sodass er dann auch nochmal von uns diese Erklärung bekommt, worauf habe ich zu achten. So, das hier ist ein stark gefragtes Fahrzeug. Es ist nicht ganz so lang. Das ist vielen Leuten ganz wichtig, nicht auf 12 Meter zu gehen, sondern ein bisschen kleiner zu sein. Denn ich sag mal, es gibt ja auch Beschränkungen, Zugänglichkeit, Stellplätze und so weiter und so fort, Handlichkeit. Die Länge von dem Fahrzeug 11 Meter? Was hat der? Nee, 10,70 Meter ist der. 10,70? Genau. Stark. Er wirkt wie 12 fast, oder? Ja, also ich sehe schon, dass er nicht 12 ist, aber das ist auch noch ein Unterschied. Also 10,70 ist natürlich noch anders handelbar, den bauen wir auf 2 Achsen. Ein 12 Meter wäre dann ein 3-Achser, aber 10,70 kann man noch gut auf 2 Achsen bauen. Eben mit dem 5,20 Meter Radstand ist der dann auch noch gut wendig und gut handelbar. Der Radwinkel ist sehr stark, man kann gut einschlagen mit dem Auto? Ja, genau, die Vorderachse ist recht gut einzuschlagen und eben dann in Kombination mit dem recht kurzen Radstand ist das Auto gut wendbar. Ja. So, irgendwelche Einschlüsse beim Lack, so gut wie keine. Also das ist fast 100% perfekt oder es ist perfekt. Wie kriegt man sowas hin, dass das so... Also ich gucke jetzt mal gerade, also ganz gemein ist ja hinten jetzt beim Kollegen ja dieses Licht, was da kommt, da kannst du alles sehen, das benutzen ja auch die Dellendoktoren immer so, um irgendwelche Dellen zu ziehen. Das ist schon perfekt, oder? Ja, das ist schon sehr gut gemacht. Man muss immer sehen, dass das natürlich eine Riesenfläche ist und ich sag mal fast oder 4 Meter hoch und ja dann die Länge mit 10,70. Das ist schon aufwendig, das ordentlich zu lackieren, aber das kriegen wir sehr gut hin und ich sag mal, wir machen es seit über 30 Jahren und das braucht sehr viel Erfahrung. Also das reicht auch nicht, dass du einen Lackierer hast, der sagt, ich kann gut lackieren. Auch der wird sich wundern, wenn er so eine Fläche vor sich hat und mit Sackern und mit Dreckeinschlüssen und mit Apfelsinenhaut und mit all diesen Dingen zu tun hat. So, bitte einmal öffnen. Denn es ist alles individuell. Das bedeutet, alles, was wir jetzt hier sehen, ist auf Kundenwunsch. Der Kunde hier hat gesagt, ich möchte gerne sehr autark sein und für alle Fälle gewappnet sein. Er hat jetzt einen großen Stromgenerator mit dabei. Das ist auch einer der meistverkauftesten Generatoren der Welt. Genau, das ist ein Onan-Generator, ein Dieselgenerator, der einfach super solide läuft und ja, wo wir wirklich 0 Schwierigkeiten mit haben. Auch das, wie du richtig sagst, ist halt Kundenwunsch. Nicht jeder Kunde möchte einen Generator, braucht einen Generator. Hier ist es so, dass man ihn eingesetzt hat. Das Thema ist so ein bisschen, wie ich so ein Auto nachher benutze. Was mache ich wann mit dem Auto? Wenn jemand sagt, ich möchte unbedingt eine Klimaanlage betreiben, ohne am Strom zu sein, ist es schwierig, das über Batterien, über einen Wechselrichter abzufangen, weil so eine Klimaanlage muss dauerhaft laufen und dann kann man zum Beispiel super den Generator anschmeißen und sagen, ich habe hier alles abgedeckt und habe gar kein Problem. Was ist oben drin in dem Fach? Da ist jetzt eine Verblendung einfach nur vor. Da ist Technik hinter, okay. Die Blende kann ich abnehmen. Dahinter kommen dann irgendwann die Tanks. So, Dokumentation. Der Kunde bekommt die komplette Dokumentation vom Auto mit. Schaltpläne, alles. Ja, genau. Auch natürlich die Zeichnungen, die wir ja mit dem Kunden zusammen durchsprechen. Und da sieht er die Tanklagen, welcher Tank ist wo untergebracht. Da sieht er den kompletten Rahmenbau. Schaltpläne gibt es dazu. All das, was man so braucht. Dichtungen alle innenliegend, das heißt also selbst der Dämpfer, alles ist hinter der Dichtung, damit das Ganze natürlich so lang wie möglich perfekt, auch nicht verschmutzt und gar nichts. Das sind auch so Sachen, gerade Dichtungen, die sollen ja auch ewig halten. Gut, sie werden nicht ewig halten, aber sie sollen so lang wie möglich halten, oder?
Ja, und das ist eigentlich auch schon so bei den heutigen Dichtungen mit dem heutigen Material, ist das tatsächlich so, dass wir da, ja, ich wüsste nicht, dass wir die regelmäßig austauschen. Also die halten schon sehr, sehr lange, ja. Ja, zentral verriegelt? Ja, genau, zentral verriegelt. Wir trennen das so ein bisschen. Wir sagen, die linke Seite hat eine eigene Verriegelung gegenüber der rechten Seite. Heißt, wenn der Kunde sagt, ich möchte auf der Beifahrerseite an meine Staufächer, möchte er nicht unbedingt, dass diese Seite offen ist, weil das vielleicht nicht im Blick hat. Die sieht er nicht. So, da bitte auch mal öffnen. Ja. Wenn du die mal entsprechend auflässt gerade, dann kann ich später mal ein Gesamtfoto schießen mit allen geöffneten Klappen. Gerne. Das ist aber Zufall. Das passt genau. Ja, das weiß nicht, ob da einer aufgepasst hat, aber ich glaube schon. So, was sieht man hier? Hier sehen wir jetzt im Prinzip ein Staufach, was der Kunde noch als Staufach nutzen kann. Beziehungsweise hier oben sehen wir Technik vom Slide-Out. Ja. Der Slide-Out hat eine Luftdichtung. Muss man sich vorstellen wie ein Fahrradschlauch, der rundherum um diesen Slide-Out geht. Und wo wir Druck drauf geben, um den Slide-Out abzudichten. Und dafür gibt es eben diese Technik. Das heißt, wir müssen, wenn wir den verfahren, Vakuum ziehen, die Dichtung platt machen. Und wenn wir in der Endstellung sind, müssen wir eben Druck drauf geben, sodass er abdichtet. Das ist so genial. Ihr habt die selber gebaut. Genau, diese Klimasteuerung ist auch bezogen auf unsere Klimaanlage, die wir selber bauen. Auch da siehst du eine schöne Anlagentechnik, die hinter so einem Plexiglasdeckel ist, um das einfach... Das ist das, was die Azubis in der Berufsschule immer bauen, sage ich jetzt mal, mit irgendwelchen Steuerungselektroniken und so. Das ist ja nicht so schwer, aber es ist natürlich Aufwand. Das heißt, das ist angepasst. Ihr könnt das exakt so machen, wie der Kunde es will. Ja, genau. Gut, bei der Klimaanlage kann der Kunde jetzt nicht viel wünschen oder braucht er nichts zu wünschen, weil er kann zumindest mal die Anzahl der Klimaanlagen wünschen. Gut, das kann er auf jeden Fall, genau. Und dementsprechend wird es angepasst, ja. So, Klimaanlage bedeutet, ihr habt hier einen zentralen Verdampfer oder wie funktioniert das? Ist wahrscheinlich eine Wärmepumpe, oder? Nee, du musst dir das vorstellen, dass es eine Splitanlage ist. Also wie zu Hause quasi? Ja, wie zu Hause, nur aufs Wohnmobil angepasst. Das heißt, du hast eine Kompressoreinheit unterm Fahrzeug und eine Verdampfer im Fahrzeug, im Möbelbau integriert. Und dann eben in der Regel einen Verdampfer im vorderen Bereich und einen Verdampfer im Schlafbereich, die unabhängig voneinander dann gesteuert werden. Okay, das heißt also auch die Zirkulation. Im Moment habe ich ja eine Dachklimaanlage, das kann man gar nicht vergleichen. Das ist wirklich so, dass auch die Zuführung so sanft ist, dass man es kaum merkt, oder? Ja, genau. Du hast oben im Fahrzeug hörst du wirklich nur die ausströmende Luft. Weil der Verdampfer dort ist und der Kompressor eben unterm Fahrzeug ist, hörst du eigentlich fast gar nichts mehr. Ja, das ist er, der Slide-Out. Er sieht so harmlos aus, aber das ist Hightech. Ist das ein Zulieferteil? Baut den selber? Den bauen wir auch selber, weil wir ihn ja auf unsere Kabine anpassen müssen. Das heißt, der Kunde kann ja auch sagen, Mensch, ich möchte den noch ein bisschen länger haben, den Slide-Out. Also müssen wir natürlich die Form, die Größe anpassen und die Dichtung dementsprechend anfertigen. Die muss geklebt werden, da gibt es ein spezielles Verfahren, was nicht sehr viele können. Und das machen wir alles selber bei uns. Ja. Das Schöne hierbei ist, das ist ja nur ein kleiner Slide-Out, aber die Größe innen. Woher kommt das, lieber Heiko, dass das so krass wirkt, wenn du einen Slide-Out raus hast? Weil das sind ja nur ein paar Zentimeter, die da rauskommen. Also wir haben vor 21 Jahren damit angefangen und zu der Zeit hatte ich einen Kunden mit einem 12 Meter ohne Slide-Out. Als er das mitkriegte und sagte, Mensch, was wollt ihr jetzt mit dem Slide-Out anfangen? Ach, wofür denn? Die Autos sind doch groß genug. Ich sage, du, lass uns mal machen und dann schaust du mal, wenn es fertig ist. Als der das erste Auto mit dem Slide-Out gesehen hat, hat er gesagt, ich will so ein Auto haben. Ja. Weil das sind nur 50 Zentimeter, aber gesehen auf die Breite von 2,50 ist das ja schon ein ordentliches Verhältnis. Ja. Und das, also ich finde es ganz toll, macht unheimlich was aus und macht Spaß. Ja, das Schöne ist, die Fahrzeuge sind auch voll funktionell ohne Slide-Out. Ja, vielleicht machen wir erstmal hier weiter, dass wir da mal reinschauen, denn es ist immer wieder spannend, was da so drin ist. Bitte, ja? Die wird jetzt nicht aufgehen. Ja, weil da ist der Tank, oder? Warum? Weil die nicht zentral verriegelt ist, weil das Gasflaschenfach dahinter ist. Ja. Das heißt, da darf keine Elektrik drin sein. Wenn du möchtest, hole ich den Schlüssel, dann machen wir die auf. Nee, brauchen wir nicht. Weil da ist jetzt, wie gesagt, die zwei Gasflaschen. Ist ja auch sehr, sehr tief. Also da sind wahrscheinlich 2x11 Kilo. Was ist da drin? Genau, auf dem Schlitten, den ich ausziehen
kann. Darunter ist die Kompressoreinheit. Du musst einen Schlüssel holen. Es tut mir leid. Okay. Ich mache mal außen ein paar Stilaufnahmen. Erzähl mal ein bisschen was und du kommst gleich nochmal. Denn dieser Schlitten, den würde ich gerne mal sehen und die Kompressoreinheit auch, weil da bin ich schon ganz heiß drauf. Ich mache mich mal auf den Weg. Bis gleich. So, da steht er, ja. 10 Meter, 10,70 Meter, glaube ich. Vario Perfect von Vario Mobil. Und ich gehe mal ganz kurz zu Shenandoah. Mamma Mia heißt? Ich schlage mich richtig hier rum, ey. Die wollen alle hier rein. Das ist echt sehr billig. Ich kann ja mal so einen ganz kurzen Blick reinwerfen, denn es ist ein ganz, ganz modernes Design ist drin. Wir können mal kurz auf den Preis schauen, denn wir liegen hier tatsächlich bei 1,154 Millionen Euro. Der Vario Perfect 1050. So, du bewachst doch mal kurz den Eingang, dass wir das haben. Da steht das Fahrzeug. Und ja, wirklich ein ganz, ganz toller Hingucker. So, Heiko ist back. Und dann bin ich mal gespannt, weil gerade das Thema Benutzbarkeit, Usability, wie der Engländer sagt, ist ja ganz wichtig bei Gasflaschen. Und so ein Auszug, den wünschen sich ja viele. Ja, genau. Also die Zugänglichkeit sollte schon gegeben sein, vernünftig gegeben sein. Ich meine, wir haben natürlich auch noch einen Gastank hier verbaut. Da siehst du hier oben den Befüllanschluss. Das heißt, hier wird der Gastank befüllt und sehr wahrscheinlich nutzt der Kunde nachher den Gastank hauptsächlich. Ich habe die gar nicht mehr drin, meine Gasflaschen. Ich benutze nur noch den Gastank. Genau. Ich finde aber so Gasflaschen im Prinzip immer noch ganz schön, wenn ich nachher sage, ich stehe lange Zeit irgendwo auf dem Campingplatz meinetwegen, der Gastank geht leer, ja. Ich habe ein Vorzelt aufgebaut oder so etwas, dann muss ich das Auto nicht abrödeln, um tanken zu fahren, sondern dann kann ich eine Gasflasche nehmen und sagen, komm, die kriege ich an jeder Ecke und es geht weiter. Ja. Du heizt mit Diesel hier bei dem Fahrzeug? Nein, bei diesem Fahrzeug ist es eine Gasheizung. Dieselheizung haben wir nebenan in den Fahrzeugen. Hier ist es mit dem Kunden besprochen, mit Gas zu heizen. Gut, jetzt muss man sagen, je nach Isolation, ich nehme an, der Gastank hat wahrscheinlich 170 Liter oder sowas. Ja, in diesem Fall 110 Liter. Aber da kommt man schon einige Monate weit. Also das ist je nachdem, zumindest im Winter, einen guten Monat fast, oder? Genau. Also man muss auch sehen, dass die Gasheizung eine tolle Heizung ist. Das ist die alte Heizung. Und also da gibt es halt wenig Probleme. Genauso ist es allerdings mit der Dieselheizung. Bei der Dieselheizung muss man ein bisschen aufpassen, weil sie einen relativ hohen Stromverbrauch hat. Und das möchte auch nicht jeder. So, jetzt zeige ich das mal gerade. Die alte Heizung, ist es eine 3020, was hier drin ist? Also das ist interessant, weil die Isolation des Fahrzeuges ist natürlich wichtig auch für den Gasverbrauch. Also das ist eine ganz, ich sag mal, wichtige Hausnummer. Wie führt ihr denn Frischluft zu? Wenn der Kunde zum Beispiel sagt, ich möchte permanent Frischluft haben, gibt es da Wärmetauscher, die ihr einbauen könnt? Was heißt jetzt Frischluft? Also bei so einem Frischluft, der sagt mal, ich schlafe, ich will aber die Fenster zu haben. Ja? Und ich möchte gerne, dass von außen Frischluft kommt. Ja? Habt ihr da eine Idee? Du musst ja sowieso so ein Fahrzeug be- und entlüften. Ja. Das ist vorgeschrieben. Da gibt es eine DIN. Ja. Die hast du einzuhalten. Und entweder du machst das über eine Zwangsentlüftung in den Dachhauben, ja, oder du machst das über eine Zwangsentlüftung, die du selber baust, über die Seitenwand. Das kommt ein bisschen darauf an, was du für Dachhauben einsetzt. Es gibt Dachhauben, die keine Zwangsentlüftung haben, und dann muss man eine separate Zwangsentlüftung anfertigen. Okay, hier unten, das ist dieser Verdampfer? Nein, das ist die Kompressoreinheit, ja, der nachher eben den Verdampfer oben bedient im Innenraum. Das ist die Klimaanlage? Das ist die Klimaanlage, ja. Die kann auch heizen eigentlich? Nein, wir haben die nur als Klimaanlage jetzt ausgelegt zum Kühlen. Und ja, das sind auch unsere Teile, die wir selber anfertigen. Du siehst auch ein Edelstahlgehäuse. Und nochmal, ihr baut die Klimaanlage auch selber? Auch die bauen wir selber, weil es die so nicht gibt, wie wir die haben wollten. Also mussten wir die selber bauen. Okay. Pragmatisch. Ja. Gab's nicht, bauen wir selber. Genau. Cool. So sind wir. So, das heißt, ihr habt Klimatechniker, ihr sucht noch Leute eigentlich ab und zu? Ja, sehr gerne, wenn du wen weißt. Also, Beispiel welches Gewerk? Elektriker, Elektroniker, Fahrzeugelektriker, Klimatechniker, können sich alle gerne bei uns melden. Also, bei der Postleitzahl ist eine 4 davor, bei euch? Genau, 49163 in Bohmte. Wo liegt das ungefähr? Im Osnabrücker Land. Osnabrücker Land, so, das ist, ihr zahlt gut? Auf jeden Fall, ja. Gut. Nee, ist wichtig. Also wenn das einer sieht und sagt, ich suche mal einen spannenden Job, ja, der, ich sag mal, abseits von
immer der gleichen Sache ist. Bei euch gibt es nicht immer dieselbe Sache, sondern es wird jedes Mal herausgefordert. Tüfteln, kriegst du schon mal Feedbacks, du kannst Sachen noch so gut planen, da kommt mal irgendwas dazwischen, da kommen die zu dir und sagen, ich hätte das aber so gemacht? Ja, auch das gibt es natürlich. Das Interessante bei uns ist, es wird nicht langweilig. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Typen Mensch. Der eine sagt, Mensch, ich möchte da relativ gleichmäßigen Turn fahren. Und dann gibt es eben den, der sagt, nee, ich habe da Lust drauf, ein bisschen eine Truppe zu führen und möchte mich darum kümmern und möchte da ein bisschen individuell unterwegs sein. Das muss man dann sehen, wie der Mitarbeiter aufgestellt ist und kann ihn dementsprechend dann einsetzen. Ja, fangen wir mal an. Ihr braucht Schreiner zum Beispiel, ihr braucht Elektriker, ihr braucht Klimaanlagentechniker, ihr braucht Schlosser. Genau. Fehlt was? Karosseriebauer. Durch unsere extreme Fertigungstiefe haben wir halt super viele verschiedene Gewerke und ja, von A bis Z können wir die gebrauchen. Sehr schön. Und Frauen natürlich, männlich, weiblich, divers. Bitte mal öffnen. Oh ja, das ist jetzt Messebetrieb, was drin ist? Ja, genau, das ist, ich weiß gar nicht, was da. Ach, unser Wein steht da drin, genau. Das ist ein Staufach, oder? Und das ist dann eben das Staufach, wo eigentlich sonst hier die Starterbatterien original sind. Deswegen gibt es auch den Energieverteiler dort hinten hinter der Abdeckung. Das heißt, da sind nachher die Anschlusspunkte. Hier gibt es den AdBlue. Warte, ich zeig mal gerade, da sind noch Heizschlaufen überall durch, Doppelboden natürlich. Also das haben wir noch gar nicht erwähnt. Das ganze Fahrzeug steht auf dem Doppelboden. Ja, genau. Das heißt, dahinter sind jetzt die Tanks nachher untergebracht, im Doppelboden, im Zwischenboden. Und hier den Teil des Zwischenbodens, den nutzen wir eben als Staufach. Ja. So, das ist ein Stahlrahmen. Das ist ein Teil der Konstruktion, den wir sehen. Ah nee, das ist ein Kanal. Das ist ein Kabelkanal. Drüber ist auch ein Kabelkanal. Das ist, ja, okay. Das ist ein Kabelkanal und da ist dann der Laufboden am Ende. Und da hinten siehst du verkleidete Rahmenteile. Das sind Rahmenteile. Das sind Rahmenteile, genau. Ist der selbsttragend, der Rahmen? Ist es so wie beim Reisebus? Oder? Ja, ist ein Leiterrahmen, genau. Und unser von uns gefertigter Leiterrahmen, der übernimmt nachher die ganzen Kräfte, die der Originalrahmen gar nicht tragen kann. So, AdBlue. Ganz wichtiges Thema. Tankvolumen ist natürlich LKW-like. Was ist hier drunter für ein Auto? Actros? Hier haben wir einen Actros mit 460 PS, also 10,7 Liter Hubraum. Und ja, die Tankgrößen Diesel, AdBlue werden auch mit dem Kunden abgesprochen, was möchte er haben. Aber es ist so, dass der aktuelle Actros, der MP5 heißt er, sehr, sehr günstig im Spritverbrauch ist. Und das konnten wir wirklich praktisch feststellen. Also man kommt, so ein Fahrzeug kommt man mit 17 Liter. 17 Liter, ja. Habe ich gehört, wollte ich erst gar nicht glauben. Und dann haben mir die Leute von einem anderen Hersteller gesagt, wir sind tatsächlich vom Werk bis hierher gefahren, 17,6 Liter. Ja, das ist von uns bestätigt, von Kunden bestätigt. Und fahre ich übrigens in Daily auch. Ja, genau. Der braucht 18 oder 19, ja. Mit etwas weniger Hubraum, ja. Ja, so ist es. Und jetzt sieht man, ich nehme mal an, dass die eine Klappe nicht ganz so hoch ist. Das ist eine Einstellungssache, oder? Das ist eine Einstellungssache. Das Fahrzeug ist auch noch nicht endgecheckt. Der wird jetzt nach der Messe an den Kunden ausgeliefert. Aber trotzdem, es sieht doch schön aus schon jetzt, oder? Das sieht sehr schön aus, finde ich, ja. Toll. Die Farbe, hat die einen Namen? Oder ist das RAL sowieso? Nee, das ist von uns ein gemischter Ton, den es so nicht käuflich zu erwerben gibt. Weil der hat so ein bisschen so einen Sandton, so ein bisschen so einen Champagner-Effekt, aber eben nur ganz leicht und ich finde den super schick. Ist das hier lackierte schwarze? Das ist eine Folie und darüber siehst du eben das Echtglas-Fensterband, die Fenster dann aufnimmt. Okay, das heißt, der Kunde kann das Design ja selbst bestimmen. Er kann das von ich sag mal, dem amerikanischen Flügeldesign, spielt keine Rolle, aber ihr habt doch Empfehlungen. Ihr sagt, okay, wir machen das so und so. Das hier ist das Varimobil-Design. Das ist im Moment so recht gängig bei uns. Es gibt aber immer wieder Kunden, die was anderes haben wollen. Da machen wir dann Vorschläge. Das heißt, es gibt Seitenansichten, die dem Kunden gezeigt werden, wo dann verschiedene Designs abgedruckt sind. Oder eben auch der Kunde entwickelt selber etwas, das gibt es auch. So, wir machen noch ein Foto, dann machen wir schnell die Klappen zu, denn das ist natürlich ein großes Risiko, dass da einer versehentlich mal gegenläuft. Die werden wir gleich mal schließen. Da steht er, das ist der Variomobil Perfect 1050, Vario Perfect 1050, so heißt er richtig. Und diese 1050 beschreiben eben die Länge, ich sag mal, zwischen 10,40 Meter und 10,70 Meter. So, komm, einmal bitte schließen, dann gehen wir mal nach vorne. Hör gut zu. Ja.
Nochmal. Boah, klingt das sexy. Das Oder? könnte ich den ganzen Tag machen. Macht Spaß, jetzt sind die drin wahrscheinlich umgefallen, aber Ihr habt auch keine Soundleute, aber das muss so klingen, richtig? das muss genauso klingen. Ich meine, man kann die auch leiser zumachen, das war jetzt nur zur Demonstration. Aber das ist dieses das Klong. Einfach mal zu hören, wie satt das alles ist. Ja. Das Fenster habt ihr selbst gemacht? Nee, gut, die machen wir jetzt nicht selber, die kaufen wir auch zu. So, der Spiegel, der kam aber jetzt von Mercedes oder ist das eurer? Nee, das ist ein Arcol-Spiegel. Haben wir zusammen mit dem neuen Gesicht, mit der neuen Front hier umgestellt auf diese Art. Wir finden, das sieht passend dazu aus, sieht maskulin aus und wir haben diese längere Aufnahme hinten an dem Aufbau, sodass der noch steifer ist und weniger wackelt, vibriert. Ja. Ja, meiner wackelt ein bisschen mehr. Gut, ist halt so. Jetzt muss man auch sagen, Klappern ist hier ein Reklamationsgrund bei euch. Also da klappert nichts, oder? Also das meiste, das sage ich immer ganz gerne, was dann klappert in so einem Fahrzeug, ist meistens das, was der Kunde eingeladen hat. Irgendein Geschirr oder irgendwie sowas. Ist aber, wenn jetzt zum Beispiel da oben jetzt, was weiß ich, irgendwelche Knirschgeräusche und so, das gibt's nicht. Also wenn es die gibt, dann merzen wir das im Vorfeld aus. Denn wir testen die Fahrzeuge natürlich nach Fertigstellung extrem lange. Wir machen einige Testkilometer, wo wir dann solche Sachen natürlich feststellen wollen. Ist da alles in Ordnung oder müssen wir irgendwo nachbessern? Anzahl der Fahrzeuge, wie viel baut ihr im Jahr? Ja, so 15 bis 20. Kommt ein bisschen darauf an, welche Größen, wie viel von welchen Größen. Aber so 15 bis 20 ist realistisch. Vario Perfect, ja. Also 10,70 Meter. Das ist natürlich eine handliche Größe. Wer sich auskennt, wird einer sagen, ja, ist aber ganz schön viel. Wenn man bedenkt, dass übliche Teilintegrierte heute ja locker mal 8 Meter sind, ja, selbst im günstigen Bereich. Die 2 Meter, oft wird dann so gesagt, die laufen hinterher. Das Fahren selber, das Schöne ist, man sitzt auf der Achse und nicht vor der Achse. Ist das noch ein bisschen Pkw-like? Also ist es wie zu fahren wie ein LKW quasi? Also du musst dir vorstellen, dass wir im Laufe der Jahre die Fahrzeuge extrem optimiert haben. Ja? Und diese Phase, die hört eigentlich nie auf. Wenn du mich in ein Fahrzeug setzt, was ich sag mal 20 Jahre alt ist und mir die Augen verbindest und in einem Fahrzeug, was aktuell ist, dann kann ich dir sagen, in welchem Fahrzeug ich sitze. Weil die Fahrzeuge heute noch steifer geworden sind als früher. Und das war früher schon extrem. Aber da haben wir oder arbeiten wir kontinuierlich dran, um dieses zu optimieren. Und das merkst du extrem beim Fahren. Ich habe diese Woche noch mit einem Kunden zusammengesessen, der letztes Jahr ein Fahrzeug bekommen hat. Und der sagte, Mensch, das Auto, das ist so steif, der läuft ja. Und der hatte ein Gebrauchtfahrzeug aus einem anderen Haus und hatte den guten Vergleich und sagte, Mensch, das ist einfach gigantisch, wie das Auto läuft. So, und das ist der Blick. Wir haben andere Hersteller, die haben so Tribünen gebaut, dass die Leute da mal durchgucken können. Das machen wir jetzt mal für euch. Wir haben die Fertigung gefilmt, muss man sagen. Wir waren im Werk drin, da sieht man einiges. Du warst so nett und hast wirklich kein Blatt vor den Mund genommen, hast alles gezeigt. Da waren auch mal Sachen drin, die wir einfach mitgefilmt haben. Ihr seid ganz transparent. Also das heißt, ein Kunde, der Interesse hat, der zu euch kommt, darf gerne mal die Fertigung auch mal selber sehen, oder? Auf jeden Fall, habe ich gesagt im Video, und das haben auch einige Leute angenommen, dass sie wirklich gesagt haben, Mensch, wir haben einfach mal Interesse zu schauen und sind vielleicht gerade auf dem Weg in den Urlaub oder so und können wir das mal sehen. Und das ist jetzt nicht vielleicht jeden Tag möglich, aber wir versuchen das immer möglich zu machen und da den Kunden mitzunehmen. Weil das ist schon spannend, was wir so machen mit der Fertigungstiefe. Das ist super interessant, wenn auf einem weißen Blatt Papier so ein Fahrzeug entsteht und man das mitkriegt, wie es nachher wirklich dann auf der Straße rollt. Sie smilet, sie sieht jetzt so ein bisschen aus wie so ein Messemäuschen, weil, nee, ist wirklich so, wenn du hier stehst, die Leute denken wahrscheinlich, du bist hier vom Stand, oder? Ja, ich werde hier gelöchert und die rennen hier fast die Bude ein. Und ich so, Leute, ihr müsst dahin, ich bin hier nicht zuständig. Ja, du bist Schauspielerin, du hilfst mir jetzt schon seit über 5 Tagen. Ja, es fühlt sich schon an wie Monate. Aber ja. Ein Auto nach dem anderen, am Anfang waren es die ganz kleinen Autos, weißt du noch, auch im Wohnwagen waren wir mal drin. Das ist schon so lange her, ich muss noch mal die Videos gucken, um mir das anzusehen.
stehen. Ich weiß gar nichts mehr davon. Wir werden noch ganz kleine Autos nochmal filmen. Ja, so Okay, ist es sehr denn. Du hast hier einen der besten Fahrzeughersteller Europas. Okay. Ist wirklich so. Also die Leute, ihr habt Kunden wirklich aus ganz Europa, die zu euch kommen. Lieferzeit von den Autos, das ist, glaube ich, eine etwas bittere Pille. 2 Jahre? Naja, was heißt bittere Pille? Also es ist so, dass die Fahrzeuge natürlich alle irgendwie von Hand entstehen, erstmal geplant werden müssen, individuell geplant werden. Und ja, die Vorfreude ist halt schön und viele Kunden sagen, weißt du was, diese Planungsphase und ins Detail zu gehen und zu sagen, ich gucke mir dies an, gucke mir das an, wenn man möchte. Es gibt auch Kunden, die sagen, nee, lass uns da mal raus, sag einfach Bescheid, wenn er fertig ist, dann holen wir ihn ab. Ja, das gibt's wirklich. Das gibt's auch. Da muss man Vertrauen haben, Ich oder? musste sogar mal einmal, also das ist auch schon Jahre zurück, für jemanden die Gardinen aussuchen. Ich habe meine Gardinen heute abgehangen. Weil da waren entsprechende Klettverschlüsse dran. Ich habe sie abgemacht, hat mir jetzt besser gefallen. Ja, schlichter. Ja. Schlichter. Das waren einfach nur links. Nee, es waren keine Gardinen. Also ich hatte solche, wie nennt man das, die man so rauf und runter fährt, die Plissés. Ja. Plissés. Und da waren links und rechts daneben waren so kleine, wie nennt man die, diese Ärmel, die so daneben sind. Und die habe ich abgemacht heute. Und es war schlicht. Ich habe ja keine Ahnung. Du. So, ich zeig's mal gerade. Perfect 1050, den Preis habe ich eben schon gezeigt. 1,154 Millionen Euro. Wie funktioniert das, wenn man plant? Das wird ja alles immer teurer, auch während der Planung. Wenn so ein Auto jetzt 2-3 Jahre, ich sag mal, Wartezeit hat, also bis es dann gefertigt wird, kann es sein, dass es ein bisschen teurer wird? Also die Lieferzeit ist aktuell 2 Jahre. Das ist gut gerechnet. Das heißt, das passt mit der Auslieferung. Ja, wir haben vielleicht mal 1-2 Wochen Verzug nach hinten, aber keine 2 Monate. Okay. Wir haben den Anspruch, dem Kunden heute schon einen Preis zu geben, der in 2 Jahren noch fix ist. Das finden wir richtig so, dass der Kunde nicht irgendwie in 2 Jahren erst den Endpreis erfährt und dann überrascht ist. Nein, wir geben heute einen Preis ab, haben den dementsprechend kalkuliert, dass wir da klarkommen und ja, somit passt das für beide Seiten. Das ist vielleicht auch wichtig. Oft ist ja so, beim Essen kommt der Geschmack. Der Kunde hat das zwar alles in den Planungen 3D, hat 1000 Sachen gesehen, dann habt ihr es fertig, ihr ruft ihn auch vielleicht schon mal, wenn der Rohbau schon mal steht, dass er sich vielleicht mal auch mal drehen kann und so weiter und so fort. Und dann kommt er und sagt, kann man das vielleicht noch mal ändern? Passiert das schon mal? Also ich hatte jetzt vor kurzem einen Fall, da hat jemand ein Vario Star bestellt. Ein Vario Star ist eine schmale Karosse auf dem MAN-Fahrgestell. Der steht hier irgendwo? Heute haben wir keinen da, weil wir den Vario Star gerade neu machen und den wird es nächstes Jahr hier auf der Messe geben mit neuer Front, angelehnt an den neuen Perfect. Aber der Kunde hat dann, als das Fahrgestell angeliefert war und in die Schlosserei kam, hat er gesagt, Mensch, Heiko, wir haben uns das nochmal überlegt, wir würden doch gerne einen Perfect nehmen. Bitte was? Die gesamte Planung war fertig, die Zeichnung war fertig, es war alles... Achso, das Auto war noch nicht fertig. Das Auto war natürlich nicht fertig. Ich hätte es direkt genommen. Ja. Und dann haben wir den umgestellt auf den Perfect. Ja. Das ist gar kein Problem. Das wird geändert, wird angepasst und der Kunde bekommt jetzt bald seinen Perfect. Du musst mir mal einen riesen Gefallen machen. Hast du mal ein weißes Blatt Papier irgendwo, ein rein weißes Blatt, oder so 2-3 Blätter? Ja. Oder weißt du was, dein Hemd langt schon. Wenn du dich mal gerade mal daneben stellst. Weißabgleich? Ich brauche einen Weißabgleich. Ich will mal die Farbe gerade mal, dass die Leute das sehen, wie schön die ist. Das ist weiß und das ist echt so eine Mischung aus Silber und Champagner so ein bisschen, oder? Ja, genau. Das ist, ja. Es ist so genial. Und du sagst, ihr habt die extra angemischt, ja? Genau, die mischen wir selber, weil den Farbton gibt es so nicht. Und wir wollten ein bisschen weg vom normalen Silber. Das normale Silber sieht halt ein bisschen kälter aus. Und dies macht es ein bisschen warm. Also ich finde es super schön. Total schön. Also es ist der... Ja, wir sind noch nicht fertig. Vielleicht machen wir hier mal kurz auf, bitte. Heiko, es tut mir so leid, du hast so viel Klappen. Alles gut, ich freue mich. Aber... Viele arbeiten sich ja hoch, muss man sagen. Die kommen vielleicht vom 7,5 Tonner. Ist das so manchmal? Die hatten vorhin 3,5 Tonner, dann 7,5 Tonner, dann ein Vario. Ja, klar. Also wir haben alles Mögliche. Wir haben den Neueinsteiger, wir haben den, der sagt, ich bin schon 10 Jahre mit verschiedenen Fahrzeugen unterwegs. Wir haben den, der das 2., 3. Auto bei uns bestellt. Wir haben das alles komplett durch die Bank. So, ihr habt 2 Stromeingänge, das heißt, hat der Platz 2 Stromanschlüsse, dann kann man auch 2 nutzen? Ganz genau. Es gibt ja teilweise wirklich die Plätze, die dann nur vielleicht mit 6 Ampere abgesichert sind.
Und wenn ich jetzt in so einem Fahrzeug irgendwie mehr als 6 Ampere nutzen möchte, geht das zwar über den Wechselrichter, der wird es abpuffern, ja. Netzausgleich, Powersharing, oder eben ich mache einen zweiten Stromanschluss und habe dann Das heißt, wenn der Nachbar noch nicht da ist, dann kann ich den zweiten 6 Ampere nehmen, habe ich 12 Ampere. Ja, oder beim Nachbarn rausziehen und den nehmen oder so. Ja, da macht man sich auch beliebt mit so einem Fahrzeug. Total. Ja, ich guck mal gerade. Habe ich aber schon gemacht, also wo die nicht da waren. Ich hatte bei meinem Tabat-Wohnwagen, hatte ich für die Heizung für die Klimaanlage einen eigenen Anschluss. Und da habe ich einfach mal 2 gemacht. Ja, das ist die Fäkalentsorgung. Das ist Fäkalientank und Abwasser. Und Abwasser. Du siehst das alles über 3 Zollrohre gemacht, über haushaltsübliche Technik. Das ist ein Spülschieber, den du jetzt gerade filmst, wo ich dann das Abwasser durch den Fäkalientank spülen kann, um den ein bisschen zu reinigen. Okay, verstehe. Tankvolumen, was haben wir hier? Das ist immer nach Kundenwunsch, je nachdem, was der Kunde so möchte. Aber so 500 Liter Wasser, 350 Liter Abwasser und 250, 300 Fäkalien. So, das ist hier. So, ihr habt Leute hier auf der Messe natürlich aus der ganzen Welt, die da sind. Und hier siehst du wirklich, ganz, ganz viele Leute möchten auch rein. Schönes Detail, hier unten hast du dann auch die Schläuche, die da sind. Aber mit so einem Fahrzeug willst du ja auch richtig viel Schläuche dabei haben. Denn es kann ja mal sein, dass du nicht direkt neben der Frischwasserleitung stehst. Habt ihr sowas wie zum Beispiel automatisch aufziehende Stromschläuche auf Wunsch? Das habe ich in Amerika mal gesehen. Da fahren die. Wenn du jetzt bei uns in die Firma gerade kommst, in der Produktion haben wir gerade so ein Fahrzeug, der einen Schlauchroller hat, der einen Kabelaufroller hat, weil der sagt, ich möchte das einfach relativ simpel haben. Ist eben auch Kundenwunsch. Das heißt, das geht. Ich habe das sogar mal gesehen für die entsprechende Wasserleitung zum Aufrollen. Da ziehst du einfach nur, raus, drückst später auf den Knopf. Das kenne ich von dem Öltransporter, der zu mir kommt. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast. Ja, klar. Gut, du musst dann so ein bisschen gucken. Wenn du so einen Aufroller hast, bleibt immer ein Restwasser nachher im Schlauch. Das fault dann. Das heißt, wenn du das nächste Mal betankst, ziehst du dir das alte Wasser, was da schon wie viele Tage mit drin ist, rein. Also müsstest du ihn eigentlich durchspülen. Das muss man alles dem Kunden erklären, ja, und sagen, Mensch, ist das richtig so? Wie willst du das machen? Was ist das hier, On-Duty Power? On-Duty ist unser neues Bussystem. Das hast du letztes Jahr schon mal gefilmt, auch bei uns gesehen. Wo wir das war das Auto, was ihr dann verkaufen musstet. was dann weg ist, was wir aber bis Mai schon gehalten haben, um es zu testen. Ja, er ist also erst im Mai übergeben worden, dass wir klar waren, dass dieses System auch ein bisschen getestet und der Kunde hat aber das Video gesehen, glaube ich, und war ganz begeistert. Und du sagtest noch, den halt mal so lange und so weiter. Und dann habt ihr gesagt, okay, jetzt haben wir genug getestet, jetzt geht er weg. Ja gut, das war vereinbart mit dem Kunden, dass wir den so lange halten. Und das machen wir eigentlich immer so, ja. Sehr schön. Das ist eine Klappe hinten, die haben wir schon gesehen. Damit wird dann das Rad verzurrt. Das ist eine Serviceklappe. Das ist einfach nur noch mal ein Zugang. Nachher, wenn ich zum Beispiel sage, ich will nicht über die große Heckklappe hier hinten ran, sondern an die Technik. Ich will oder meine Kiste Wein, die ich hier stehen habe. Wir sehen gleich bei den anderen Fahrzeugen, hast du hier neben noch 2 Fahrräder. Genau, das ist ja. Das Schöne ist ja, der ist ja jetzt nicht gerade klein, der Smart, aber trotzdem habe ich an der Seite noch Platz für locker mal 2. Das ist der Mini? Der Mini, Achtung. sorry. Ja. So, trotzdem habe ich hier Fahrradplatz. Du hast hier Platz für 2 Fahrräder auf jeden Fall. Und der kommt auch noch hier rein für den Kunden. Das machen wir dann, wenn der wieder im Betrieb ist. Ich zeige noch eine Sache. Ist das der Hauptschalter hier? Genau. Der da, der große. Genau. Batterie-Hauptschalter, Aufbaubatterien. Mensch, gut, wir haben ja Gleichstrom, 24 Volt. Da gibt es ja noch keinen Funkenflug. 12 Volt, wir arbeiten 12 Volt? 12 Volt im Aufbau, okay. Weil wir derzeit noch nicht so hohe Ladeströme haben, dass wir da mit den... Jetzt habe ich es. Die 24 Volt sind die Fahrzeugbatterien. Genau. Und das sind die Aufbaubatterien, 12 Volt. Okay, verstehe. Victron ist gut? Perfekt. Also sehr stabile Systeme. Da sind wir sehr gut mit zufrieden. Und auch die Lieferbarkeit im Moment, wird ja viel gemunkelt, Sachen schwierig. Ist Victron gut? Ja, perfekt. Also wir haben das auch ein bisschen vorbereitet und haben derzeit keine Schwierigkeiten mit der Lieferung. Sehr schön. Also ich höre nur Gutes über Victron. So, es ist fast vorbei. Du musst dich noch einmal kurz umdrehen, denn da ist noch eine Klappe. Ja, es tut mir so leid, seit 48 Minuten stehst du jetzt hier. Echt? Und ja, doch. Ja, der eine, den wir eben auch interviewt haben, den netten Herr, der meinte noch, der hätte Fotos auch vom Innenraum.
wenn du sie dir später noch ansehen Der willst. soll mir die schicken, ja. Ja, okay. Das ist, ja, der HPC habe ich jetzt auch im Einsatz. Ihr seid zufrieden aus Holland? Ja, aber schau dir mal die Stützen an, die hier drunter sind. Ganz so wirst du die nicht haben. Nee. Schauen wir gleich mal. Aber die Steuerung ist HPC, genau. Und haben die kombiniert mit unseren Stützen. Achso, das sind eure Stützen. Die Steuerung ist von Eigene HPC. Stützen, die Steuerung ist von HPC. Hier hast du die Nothandbedienung. Falls da mal die Elektronik ausfallen sollte, kannst du mit Nothand die Stützen hochfahren. Ist auch gleichzeitig Slide-Out-Bedienung. Wenn das Auto eine hydraulische Heckklappe hat, ist das auch noch hier rüber gesteuert. Hier rechts siehst du dann die alte Gasheizung, die alte 3020. Ja, die jetzt hier installiert ist. Mit natürlich einer alte Flow, die habe ich auch. Mit einer alte Flow. Das ist so geil, die alte Flow. Da kannst du ganz wenig Wasser verbrauchen und ganz heiß duschen. Genau. Das ist so klasse. Also die Leute denken immer, da können viele Leute duschen. Nein, du kannst zum Beispiel einen Rinnsal benutzen. Das sind dann so 6 bis 8 Liter und ich dusche damit 10 Minuten. Das Echt? geht, ganz heiß, ja. Gut, Alte das Flow. kommt natürlich auf den Duschkopf an. Was hat der für eine Durchflussmenge? Das ist ich werden habe ja gleich Spielzeug. Ja, wir werden gleich mal hier reinschauen. Dann siehst du so ein Rain Shower Panel. Da geht dann schon ein bisschen mehr durch. Aber auch das funktioniert. Gut, wie war nochmal das Frischwasservolumen? 500 Liter. 500 Liter. Aber auch das ist Kundenwunsch. Wenn er sagt, ich kann 1000, da kann halt irgendwas anderes nicht machen. Zuladung hier, was haben wir? Das Auto hat nachher nach dem Mini, wenn der drin ist, immer noch 2,5 Tonnen Zuladung. Stopp, ich muss mal dein Gesicht filmen. Also wenn der Mini drin ist, hat er nochmal 2,5 Tonnen. Haben wir 2,5 Tonnen Zuladung, ja. Und das Gesamtgewicht? 18 Tonnen. 18 Tonnen. Also 2,5 Tonnen. Das bedeutet, der Kunde kann Wasser voll machen, könnte das Abwasser voll haben. Das spielt, und der Motor, das merkst du gar nicht, oder? Der zieht das locker weg. Der ist eher unterdimensioniert. Ja gut, der 460er läuft sowieso schön und mit 10,7 Liter Hubraum. Das sind ja Fahrzeuge, die nachher für ganz andere Tonnagen ausgelegt sind, für noch einen Anhänger dahinter. Das haben wir alles gar nicht. Und nein, also das ist gar kein Problem. Och, er läuft ganz schön. Das ist so cool. Hast du gesehen, Soft Close? Habt ihr selber gebaut, das Soft Close? Ja klar, das sind Ja, klar. Zukaufschlösser, die wir modifizieren, aber ja. Das zeigen wir gleich mal. Das ist so sexy. Sorry, wenn ich das Wort schon wieder verwende, aber es ist wirklich so. Es gibt Dinge, es muss nicht sein, aber gerade auf dem Stellplatz und mit so massiven Türen, da willst du auch manchmal leise rein. Ja, klar, ich möchte ja nicht die Tür knallen. Vielleicht komme ich auch mal ein bisschen später wieder, weil ich 2 Glas Wein getrunken habe und die Frau wartet schon. Dann will ich mich... Oder umgekehrt. Oder umgekehrt. Soft Close ist schon toll. Ja, So, und da unten drunter, was ist da? das ist der Auspufftrakt. Ah, Ja, wir nennen das eigentlich Chemiewerk, so ist es ja heute. Wir sind ja mittlerweile bei Euro 6e angekommen und das sind schon sehr, sehr saubere Fahrzeuge. okay. Das heißt, die Luft kann man atmen. Die kann man atmen, ja. Das war ein Spaß. Bitte nicht tun. So, dann bitte einmal schließen. Wir sind im letzten Jahr übrigens nochmal auf Beschläge eingegangen und so weiter. Das hat den Leuten sehr gefallen. Guckt euch nochmal die anderen Videos an. Und genau, wenn du mal kurz hochgehst, du darfst dich gerne mal umschauen. Und du darfst dir einen Sitzplatz deiner Wahl aussuchen, wenn du möchtest. Okay, ist schwer. Nachdem wir sie eine Stunde haben warten lassen. Das macht man ja mit Frauen nicht, muss man sagen. Nee, ist nicht unsere Art. Aber es ist ganz wichtig, dass ich sie habe, unter anderem nicht nur als Gesprächspartnerin, sie ist ja Schauspielerin, sondern du hilfst mir wirklich proaktiv, die Fahrzeuge ein bisschen zu blocken. Denn ihr habt die Restriktionen auf der Messe, ein Haushalt pro Fahrzeug. Ja, genau, wie wir es jetzt hier gesehen haben, ohne Absperrung ist es eigentlich nicht. Das haben wir jetzt gemacht, um hier ein bisschen das besser zugänglich Also zu machen. normalerweise sieht das so aus und deswegen haben wir sie da vorgestellt. Sie hat ein bisschen... Genau, dass da keiner reingeht. Und es ist wirklich nur jedes Fahrzeug mit Standpersonal zu betreten. Dafür haben wir es auch in mehreren Sprachen geschrieben. Gestern war zu erkennen, dass nur eine Sprache fehlt, weil versuchte sich dann doch jemand reinzuschleichen. Ja. Nee, aber so passt man hier auf und guckt, dass da eben niemand alleine reingeht. So, die Aufbautür, das ist natürlich ein ganz wichtiger Faktor. Das ist das Erste, was der Kunde sieht. Natürlich das Äußere sieht er, aber hier steigt er ein. Das ist Handarbeit, die habt ihr selber gebaut. Die bauen wir selber, genau. Eben auch eine schön massive Tür mit einer ordentlichen Zweipunktverriegelung. Zeig mal bitte die Verriegelung, wo die ist. Da. Und oben auch nochmal halt. So, das heißt, auch mit dem Brecheisen kommst du hier so einfach nicht rein. Nein, weil die Tür einfach so massiv ist. Du kannst die Tür nicht verdrehen. Ja? Die ist so massiv gebaut, dass du da nicht so reinkommst. Okay. Und dann eben hier mit der Innenverkleidung.
wo nachher die Schlosstechnik verdeckt ist. Hier mit einer Griffnische, um wirklich von beiden Seiten dann her schön die Tür schließen zu können. Ich finde, die sieht ganz schick aus. Die Breite von der Tür ist variabel, kann der Kunde wählen? Ja, auch da hättest du jetzt in der Firma ein Fahrzeug sehen können, der eine extrem breite Tür hat, weil das wollte. Genau, das ist aber Kundenwunsch. Das ist immer Kundenwunsch. Ich finde das ein bisschen unnötig, eine zu breite Tür zu haben, weil letztendlich fehlt dir das ja nachher auch am Grundriss. Ja, wenn die Tür 10 cm breiter wird, muss irgendwie der Schrank oder der Tisch 10 cm schmaler werden. Übrigens, Perfektion bedeutet, dass der Teppich nicht so drauf liegt. Das ist der Messeteppich auf dem Teppich. Genau, Gott, jetzt okay. um das zu schützen, um das abzudecken, das kommt nachher natürlich weg. So, kannst du mir einmal bitte die Treppe zeigen, die drin ist? Weil das ist, ich weiß, Heiko, Die kann ich dir nicht zeigen, nee, sie ist deaktiviert. weil die Sicherung rausgenommen ist. Aber das wäre die Treppe. Das wäre die Treppe und die kann ich eben jetzt nicht zeigen. Die kommt aber hoch, praktisch. Nee, die fährt raus. Ich kann dir das gleich mal eben demonstrieren. Ich sag mal eben jemand Bescheid, der die Sicherung gleich reinmacht. Und dann können wir es gleich mal zeigen. Gut, das machen wir gleich im Anschluss. Vielleicht gehen wir mal rein. Kleine Herausforderungen sind natürlich auch immer Thema Fliegengitter. Das muss so integriert werden, dass es auch 100 Jahre hält. Da habe ich jetzt schon elektrische Lösungen gesehen. Muss gar nicht sein. Denn man kriegt sowas auch ganz prima analog hin. Ja, auch da ist es so. Ich mag wohl Technik, wenn es irgendwie sinnvoll ist. Aber zu viel Technik ist manchmal auch nicht schön. Und ich sag mal, das ist so leicht zu bedienen. Warum will ich das jetzt elektrisch haben? Es dauert ja länger, nachher den Knopf zu drücken, als dieses zu betätigen. Also von daher. Zumal, wenn es öfter mal auf und zu gemacht ist. Das gibt es auch in einer starken Version für starke Hunde. Du wirst lachen, selbst diese Version, wenn die vielleicht nicht stark genug aussieht, da haben schon sehr viele Hunde gegen gelaufen und das funktioniert, also die hält. Zugang, ja. Ist da ein Schloss drin jetzt in der? Ja, wir haben immer ein mechanisches Schloss, Ja. um einfach die Möglichkeit haben, auch mit dem Schlüssel noch zu schließen. Da gibt es auch ein Sicherheitsschloss auf Wunsch, wenn man das Da möchte? gibt es ein Zusatzsicherheitsschloss, siehst du nebenan beim Auto hier, hat der Kunde nicht gewünscht. Das ist wie der Kunde will. Das ist genau wie der Kunde will, da siehst du das, wo du dann eben hier das Zusatzsicherheitsschloss hast. Das ist fast bei der Tür, ist das unnötig, aber manche wollen sich halt nochmal mit Hosenträger und Gürtel absichern. Gut. Aber das bitte fragen, das ist so dann der Anschlag, das finde ich auch ziemlich pragmatisch. Dieses kleine Bauteil hier, denn viele machen Magnete und was weiß ich. Ihr habt erkannt, das ist das Beste. Das ist super, das funktioniert auch über Jahre, es ist fest. Wir mögen es, wenn die Tür ganz aufgeht und nicht eben hier auf wie viel Grad stehen bleibt. Und das finden auch unsere Kunden ganz schön. Der Wind. Ja, die Tür festzustellen, ganz aufzuhaben. Okay, das heißt, es kann jetzt Wind kommen, wie will. In der Position passiert nichts. Nein, die zieht sich nicht zu durch den Wind, nein. So, und die Leute stehen ja auch schon mal an Stellen, wo es richtig stürmt. Komm, wir gehen mal rein. Heiko, geh mal vor. Ja. Ach, Heiko, eine Sache noch. Du musst die Tür einmal kurz schließen, bitte. Ach so, sorry. Ja, wir haben eine Sache noch nicht gezeigt. Haben wir vergessen? Haben wir vergessen. Ja. Sorry, tut mir leid, liebe Zuschauer, aber das hier ist wirklich auch sehr, sehr angenehm. So, du lässt die jetzt einfach nur an und die zieht sich dann eben durch diese Zuziehhilfe zu und ist jetzt einfach schön geschlossen. Gut, das kenne ich aus dem Fiat Ducato, aber hier wahrscheinlich, das soll ja 5 Millionen Mal funktionieren. Ja, oder 6 Millionen Mal, dafür ist es ausgelegt. Gut. Schön. Gut, jetzt ist es soweit. Bitte geh vor. Jetzt gehen wir mal rein, was ich von außen schon gesehen habe. Ihr habt eine sehr moderne Holzfarbe gewählt hier. Genau, wir haben hier ein neues Holz, was wir im letzten Jahr entwickelt haben. Das ist eine Eiche. Wir nennen die Eiche Silver. Ich finde das in Kombination mit diesen weißen Klappen, finde ich es einfach super schick. Wir sind weg so ein bisschen von dem Braun, etwas heller Braun, etwas dunkler Braun. Wie sieht es nachher aus? Ne? Und ich finde es schick. Auch hier die Steifheit. Ich meine, das Fahrgestell, das steht natürlich auf Luftfedern. Das ist ein vollgeluftgefedertes Fahrzeug, genau. Jetzt stehen wir natürlich auf Stützen hier auf der Messe. Und dadurch steht er natürlich super fest. Ja. So, bedeutet also auch während der Fahrt, wir haben ja darüber schon gesprochen, wenn was klappert, dann sind es die Sachen, die der Kunde reingelegt hat. Meistens ist es so, genau.
Aber es ist so gebaut, dass, ich sag mal, der Aufbau nicht arbeitet. Also, dass da keine Reibungen sind, dass da nichts knarzt, quietscht oder irgendwas. Das versteht sich, glaube ich, von selbst, oder? Wir haben ja eine andere Aufbauart. Also wir bauen ja zunächst die leere Kabine und die bauen wir dann aus. Also unsere Leerkabine ist selbsttragend und dann kommt der Möbelbau rein. Also, du brauchst den gar nicht für die Stabilität. Andere Hersteller brauchen eben den Möbelbau, um ihre Kabine zu halten. Bei uns ist er nicht in der Statik mit eingebunden. Du hast ja einen Grundriss gewählt, also wir gehen gleich auch noch mal komplett durch, dass wir den Eindruck markieren, oder am besten machen wir es jetzt mal gerade. Ich stelle mich mal gerade in die Ecke. Heiko, setz dich mal kurz mal vorne auf den Fahrersitz. Wenn du den Fahrersitz mal bitte drehst, dass wir mal die Sitzposition und Shenandoah, du gehst mal bitte daneben, neben den Heiko. Hallo, ihr beiden. So, jetzt sieht man nämlich sehr schön den Raum, also fast ein Fotofinish, was wir jetzt haben. Ich gehe mal einen Schritt zurück. Das ist der Raum, wenn man jetzt aus dem Bad kommt. Also gehe ich jetzt hier rein, habe linke Seite meine Küche, die eine ganz tolle Ausbuchtung hat, dass ich also wirklich dann auch sehr nah an die Sachen rankomme. Das ist ja die typische L-Form, die es dann gibt. Dann hier der Slideout, ich habe den dauernd vergessen, du hast ja diesen riesen Raum hier. Dann dieses tolle L-Sofa, was da ist, was sich ein bisschen öffnet. Das ist, glaube ich, erlaubt mittlerweile. Das ist ein Sitzplatz hier, ein offizieller? Das ist jetzt keiner, wäre aber möglich. Wäre möglich. Bei 15 Grad kannst du noch einen Sitzplatz generieren. 15 Grad geht noch. Und das hier, ja, das ist diese typische Bar-Version, die ich ja kenne von vielen Herstellern, die nennen die Bar-Version, aber jetzt natürlich, ich habe heute Morgen übrigens mal aufgeräumt, ja. Also es ging mir so auf den Geist, da bin ich um 5 Uhr aufgestanden, habe das ganze Wohnmobil aufgeräumt, dann hat es mir wieder gefallen, ja. Kennst du das? Wenn Sachen rumliegen, ja, du hast irgendwas. Und das Gemeine ist ja bei euch, die sind ja immer aufgeräumt, ja. Deswegen sehen die auch so riesig und geräumig aus. Aber der Slideout, jetzt mal ehrlich, ich setze mich mal hier in die Ecke, der schafft ja so viel Raum. Das ist halt toll. Du nimmst ihn nicht wahr, du weißt nicht, wo der herkommt. Also die Kunden, die vielleicht außen gar nicht den Slideout gesehen haben, die sagen, wieso ist das Auto so groß? Warum habe ich denn hier so eine Tiefe? Was ist denn hier? Bis man dann sagt, naja, hier ist das Teil rausgefahren. Ja? Das nimmt man ja so gar nicht unbedingt wahr, weil es halt super verkleidet ist. Ja, ganz toll, auch ohne viel Schnickschnack. Das ist aber auch Kundenwunsch. Habt ihr den Fernseher platziert an einer Stelle? Den gibt es an der Stelle, glaube ich, bei Vario schon seit gefühlten 30 Jahren auf Wunsch. Absolut, ja. Denn die Röhrenfernseher hatten ja damals Tiefe und da war das ein perfekter Ort, oder? Die hatten wesentlich mehr Tiefe. Die waren dann aber auch zum Glück etwas kleiner, die dann im Fahrzeug eingebaut wurden. Und auch da konnten wir die schon dort positionieren, ja. Nee, das ist einfach eine tolle Position, weil du einfach, wenn du hier auf dem dritten Sitz sitzt zum Beispiel, ja, von hier aus Fernsehen schauen möchtest, die zweite Person sitzt vielleicht hier auf der Couch mit dem Rücken angelehnt an die Küche, die Füße hoch und ich habe hier alles im Blick. Ob das jetzt interessant ist, hier auf eine Messe zu gucken, weiß ich nicht, aber stell dir vor, da wäre ein schöner See oder irgendwie so. Du hast beides. Und du kannst gleichzeitig Fußball oder Formel 1 schauen, ist doch traumhaft. Hier hast du deinen Rotwein stehen. Perfekt. Aussicht. So, da steht der Rotwein. Nur da vorne ist natürlich dann nicht der perfekte, aber Shenandoah, wenn du mal kurz hier drauf gehst, du hast Hallenschuhe übrigens an, jetzt vielleicht nicht gerade die Füße drauflegen direkt so ganz, aber mal andeuten. Das wäre dann deine Position. Macht sie gut, oder? Ja, sieht gut aus auf dem weißen Sofa, ne? Toll. So, und da hättest du dann deinen Blick, das passt, der Winkel ist nicht zu steil, das ist ja auch wichtig, weil du eben Abstand hast, also nicht so wie im Krankenhaus, wo du dann immer so früher, weißt du noch, wo es noch Fernseher gab im Krankenhaus, da musst du so eine Karte ziehen, dass du Fernsehen gucken durftest. Ja, genau. Ja gut, letztendlich stellst du ja auch irgendwann vielleicht noch die Rückenlehne hier zurück. Warte, zeig mal. Und bringst dich in so eine leichte Liegeposition und hast dann sowieso alles perfekt im Blick und im perfekten Winkel, finde ich. So, das ist jetzt ein ganz toller Sitz. Isri, vorne luftgefedert bei denen? Vorne luftgefedert, genau. Die sind jetzt auch deswegen so tief, weil die Luft halt fehlt oder weil die abgesenkt sind. Und ja, auch das ist natürlich beim Fahren nachher super komfortabel und macht unheimlich Spaß. Ja, ihr habt das Cockpit, das ist das Original-Cockpit, aber ihr habt es nicht so gelassen, sondern ihr habt es individualisiert. Man hätte es so lassen können, aber es ist gut gemacht. Also ehrlich, mit dem Weiß, das ist ja immer so eine, ja, wie soll ich sagen, Weiß und Schwarz, das ist nicht easy. Und, aber der Kontrast ist gut hinbekommen. Cool ist natürlich das Carbon. Wer hat das gemacht? Ja, das machen wir jetzt nicht selber, aber da gibt es Spezialisten dafür und mit denen wir da zusammenarbeiten.
Ich finde die Kombination schön hier mit dem Schwarz und Weiß. Weiß am Armaturenbrett muss man gucken, wie das spiegelt. Der Kunde wollte es unbedingt. Das ist schon nicht schlecht, also schon jetzt, ja. Genau, das war bekannt. Der Kunde sagt, ich möchte es gerne. Ja, gut, es sieht kann man halt auch ändern. schön aus, ne? Man kann das ändern. Also das ist so, wenn es dann wirklich so sei, dann muss er noch mal kurz rein. Aber vielleicht ist er gar nicht so wild. Also es ist ja, Genau, denn da vorne ist nämlich zum Glück schwarz. Das ist die wichtigste Sache, Ja, absolut. dass da ist. Ja, ihr habt ein Rundum-Kamerasystem. Wenn du das mal kurz einschaltest, geht das? Müsste gehen, ja. Dass man mal sieht, weil das ist jetzt das Neueste, was es gibt. Ihr seid zufrieden mit dem Hersteller? Ja, das Camos-System ist ein sehr gutes System. Du wirst jetzt keine exakten Bilder haben. Warum? Weil der Slideout draußen ist, weil die Heckklappe offen ist und weil die Seitenklappen noch offen sind. Die haben wir vergessen zuzumachen. Du kannst aber die Kameras einzeln anwählen. Also wenn du mal die Bu-Kamera, das ist ja immer so elektronische Spiegel. Du kannst jetzt eben genau die verschiedenen Sachen dort darstellen und eben wählen, was will ich sehen. Ja, wir sehen jetzt das Heck, wir sehen jetzt eine Weitsicht dort hinten. Wir sehen jetzt wieder das Heck. Jetzt ist die Klappe leider geöffnet, deswegen sieht das ein bisschen seltsam aus. Die Seite, genau anwählen. Ja. die rechte Seite und ja, damit hast du eigentlich alle Möglichkeiten und kannst das super hinbekommen. Eine blöde Frage, eine normale Rückfahrkamera hat er auch. Nee, Der hat den das. Okay, weil hat er nicht mehr, braucht er nicht mehr. ist er mit drin bei der anderen. Ich sag mal, danach kannst du eigentlich schon toll fahren. Also. Heiko, setz dich mal kurz hin, bitte. Das Fahrzeug hier, Mercedes-Benz, ihr habt ja diverse Hersteller im Programm, also nicht nur Mercedes, was habt ihr alles? MAN? Wir haben den MAN noch, wir haben den Volvo noch, also je nachdem, was der Kunde möchte, was für den Grundriss oder für die Tonnage auch gerade passt. So, ich fahre mal gerade hier rüber. Ach, Shenandoah. Ja. Einfach verdientes Geld, sage ich nur. Du musst. Nein, aber ich überlege gerade, ich habe dich eigentlich, weil ich werde dich gleich fragen, jedes Fahrzeug ist ja ein bisschen anders. Wenn man hier auf der Messe ist und ist hier jetzt 6 Tage am Stück, ja, du weißt doch nicht mehr, wo vorne und hinten ist nach einer Zeit, oder? Das heißt, du kommst aus dem Auto raus, da weißt du es noch. Deswegen drehen wir die Videos, ja. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann schon verstehen, dass man das am Ende nochmal wirklich gucken muss, damit man nochmal im Kopf hat, okay, wo war was nochmal. So ein paar Sachen wüsste ich jetzt noch, so ein paar Highlights, aber im Groben und Ganzen könnte ich jetzt nicht immer alles aufzählen. So. Ist das Gute eigentlich bei unseren Videos, dass die Leute das nochmal gucken können, also auch im Prinzip eure Kunden, dass sie das nochmal praktisch rekapitulieren können, diese Rundgänge? Also ich finde das eigentlich ganz schön. Wir wollen ja offen sein für den Kunden. Letztendlich musst du gucken, wie weit gehst du da, wie weit gehst du in die Technik, was präsentierst du wirklich. Aber also wir haben tolle Rückmeldungen darauf, dass der Kunde sagt, Mensch, ich kann das auch in Ruhe einfach mal zu Hause sehen. Ich kann mal stoppen zwischendurch, kann nochmal wieder zurückspulen und nochmal eben wiederholen, was ich da gerade gesehen habe. Nein, eigentlich kommt das super an und also die Kunden sind zufrieden damit, ja. Also was ich ganz toll finde, ist dieser riesen Weitwinkel, den wir haben. Den habe ich ja auch erst seit einem Dreivierteljahr, wo der Raum auch so abgebildet wird, wie man das sieht. Ja? Weil oftmals ist ja so, dass der Raum dann zu eng wird und dann kann man sich es nicht richtig vorstellen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt hier sitze und schaue jetzt auf den anderen Barhocker dort drüben, hätte ich fast gesagt, dann kann ich es mir vorstellen. Oder hier das Cockpit. Ich bin jetzt hier auf dem Beifahrersitz, schaue jetzt den Heiko an und das wäre jetzt der Blick zum Beispiel aus dem Fenster. Gut, jetzt sehe ich hier ein anderes Variomobil, aber so, ich sag mal, kann man das nochmal stoppen, kann sagen, zum Beispiel, wie groß ist der Abstand, das sieht man auch hier, also zwischen den Sitzen, wir haben ja 2,55 Meter, was hat der? 2,50 Außenbreite, genau. Ja, plus Spiegel. Nee, Spiegel sind ja Sichthilfen, die zählen nicht zur Außenbreite dazu. Also die eingetragene Außenbreite ist nachher 2,52. 2,52. So, das ist das Neueste vom Neuesten, was Mercedes-Benz zu bieten hat, richtig? Genau, das ist der aktuelle Actros als MP5. Ja, also ich glaube, das ist, da kann man nicht mehr viel vermissen, weil der so eine tolle Technik hat. Ich kann teilautonom fahren, also ich muss eigentlich fast als Fahrer gar nichts mehr machen. Ich muss noch da sitzen, sonst funktioniert es nicht. Der lenkt selber? Ansonsten lenkt er selber. Der kennt die Peripherie der Straßen, der nimmt Bergabpassagen nimmt er so, dass er weiß, bei eingestellter Endgeschwindigkeit, wann muss ich unten am Berg wieder Gas geben, damit ich oben passend damit der Endgeschwindigkeit bin, Schwung holen. Ja. Und obwohl er genug Leistung hat, bereitet er es schon vor, um Sprit sparen zu fahren. Also das ist schon angenehm und toll. Wenn du das mal gerade startest, er hat ja ein voll digitales Cockpit.
dass man das mal kurz sieht. Ja, das braucht jetzt einen Moment, dass es eben hochfährt. Und hier geht das mittlere Tableau schon an, wo ich nachher mein Radio drauf habe, meine Navigation drauf machen kann. Das ist eine spezielle LKW-Navigation natürlich, oder? Dahinter liegt eine TomTom-Navigation, die nachher eine spezielle LKW-Navigation ermöglicht, wo ich Länge, Breite, Höhe, Gewicht eingebe und dann eben sage, wo kann ich langfahren? Der führt dich da lang, wo du mit dem Auto langfahren kannst. Ja? Du hast jetzt hier, du kannst das Display zum Beispiel noch umschalten, du kannst wählen zwischen einem Classic-Modus oder einem neueren Modus. Da gibt es so viele Einstellmöglichkeiten, da kann man sich wirklich mal einen Sonntagnachmittag mit beschäftigen und das alles hier. Das ist aber PKW-Feeling, oder? Das ist total SUV. S-Klasse-Feeling und ja. So, ihr habt das dann noch gemacht, das Geräuschniveau, der Motor, der sitzt jetzt hier drunter. Wie ist das? Gibt viele, die sagen, naja, gut wäre, wenn das Fahrhaus abklappbar wäre, das ist ja viel einfacher für einen Service. Das ist ja hier nicht so, oder? Nein, der Motor ist zugänglich hier über einen Motordeckel, der hier zwischen diesen Sitzen ist. Den siehst du jetzt nicht, weil der Teppich da drauf liegt. Darüber kommst du an den Motor dran, wenn du eine große Baustelle hast. Jetzt stelle ich mir vor, jetzt Kunde hier ist ein weißer Teppich, ja. Ich war zuletzt bei Iveco, die Kollegen in Saarbrücken, die mag ich sehr, aber die Hände sind schwarz. Wie gehen die damit um bei Mercedes? Kann ich an jede Werkstatt fahren und die wissen, da kommt so ein Reisemobil? Also das ist nur jetzt ein Messeteppich, der kommt nach der Messe wieder raus. Ja. Der Kunde kriegt einen etwas abgedunkelten Teppich, der ist aber noch nicht fertig, der kommt erst im Werk dann rein. Wie gehen die Werkstätten damit um? Also man muss die schon mal ein bisschen briefen und mal ein bisschen in das Gespräch suchen und sagen, Mensch, pass mal auf, wir haben hier ein spezielles Fahrzeug, wir können hier nicht mit dem ganzen Blaumann so extrem rumarbeiten. Sehr oft hilft es auch schon, in die Busabteilung des Händlers zu gehen. Die Busabteilung ist so ein bisschen mehr darauf spezialisiert, auf diesen Umgang mit der Sache. Und unsere Kunden bringen meistens die Fahrzeuge zu uns. Wir haben eine Niederlassung, Mercedes-Niederlassung, MAN-Niederlassung, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns seit Jahren kennen, wo wir wissen, da gehen die speziellen Personen dann rein. Und da passiert so nichts, also ist bisher noch nichts passiert, weil die Fahrzeuge von uns auch vorher abgeklebt und gesichert werden und ja. Ja, hier sieht man sehr schön, also du hast mal kurz den Ort gewechselt, das wäre jetzt die Barversion. Viele sagen ja Face-to-Face, hier sitzt du am Tisch wirklich Face-to-Face, aber du kannst diesen Tisch auch noch erweitern. Du kannst den Tisch ausziehen, indem du ihn einfach nimmst und ausziehst. Und jetzt legst du eine Platte ein, um auf dieses Niveau zu kommen. Die Platte ist hier dann drin. Ja. Bitte einmal machen. Sven, ich muss ja richtig arbeiten für dich heute. Naja, die Leute wollen das ja mal sehen, ob das auch alles in der Praxis so funktioniert. Ich glaube schon. Aber da ist jetzt keine Riesentechnik. Das ist so, wie man das kennt von Rolf Benz oder so. Die haben das, glaube ich, auch. Und das funktioniert einfach. Ja, genau. Was willst du für eine Technik haben? Wir wollen, dass der Tisch leise ist beim Fahren. Und da muss das alles recht stabil und sicher verstaut sein. Und da haben wir so eine super Erfahrung. Und es ist eben so, dadurch, dass der Fuß mitfährt, ist der Tisch auch noch massiv. Auch jetzt, wenn er ausgezogen ist und sehr stabil. Das ist das Problem im Moment bei meinem Tisch. Der ist nämlich freistehend auf so einer Stahlkonstruktion, die da ist. Und je nachdem, wie rüttelig es denn ist, ja, dann ist mein Notebook wackelt dann immer ein bisschen, weil der muss ja arbeiten, geht ja gar nicht anders. Siehst du, ist so. Das soll hier nicht so sein. Das soll ja nicht so sein. Bitte nochmal einfahren. Durch die Platte raus. Ja. Da kann aber der Kunde, wenn er sagt, ich möchte gern auf dem Sofa mitessen, könnte den Slideout ein bisschen reinfahren. Nee, du kannst den Tisch auch so bauen, dass der noch weiter ausziehbar ist. Länger ausziehbar ist. Wir haben das hier so, dass das eigentlich ein Zwei-Personen-Fahrzeug ist, wo wir dann sagen, okay, damit komme ich so klar. Ich habe heute Nacht geträumt, ich habe ja auch eine Barversion. Also ich habe heute Nacht mir viele Gedanken über den Grundriss gemacht, ja, weil ich habe ja keinen Slideout und so weiter. Die Schränke waren mir im Weg, wo ich überlegt habe, vorne die Schränke komplett wegzulassen, damit man einfach mehr Platz hat und diesen Bartisch
anklappbar zu machen, wie man das aus den Kastenwagen kennt, dass man den einfach hochklappt, weil ich will einfach mal, weil ich brauche ihn so selten, einfach mal Platz haben und Sachen rausklappen. Da können die Kunden zu dir kommen, wenn die sagen, ich brauche zum Beispiel einen riesen Platz, ich will einfach nur Raum haben. Das geht, oder? Ja klar, wenn der Tisch abklappbar sein soll, ist das baubar. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich habe hier so viel Raum. Ja gut, du hast ein Slide-Out. Ja, aber selbst beim Fahrzeug ohne Slide-Out hast du so einen tollen Platz hier. Du kannst hier super laufen. Deswegen mag ich die Barversion so unheimlich. Du hast einen Tisch, wo du auch mal was ablegen kannst. Der ist nicht weg. Und trotzdem hast du super viel Platz. Auch wenn du einen Hund dabei hast, der kann mal laufen, ohne dass er im Weg ist. Also ich finde das einfach toll. So, hier vorne sind die Klimaanlagen, Lüftungsauslässe, so viele, dass man sie schon zählen kann. Aber das ist das Minimum, was du brauchst, damit es gleichmäßig rauskommt. Und die sind im ganzen Fahrzeug. Ja genau, die sind jetzt hier im vorderen Bereich, hier für den Wohnteil. Dahinter ist eben jetzt der Verdampfer und wir haben hier direkt die kalte, ausströmende Luft. Und zusätzlich gibt es dann, das ist die Luftansaugung, was du jetzt gerade dort filmst, weil du musst ja nicht nur Luft ausbringen, du musst ja auch eben Luft auch ansaugen können. Und dann gibt es eben die separate Klimaanlage hinten im Schlafbereich, wo dann separate Ausströmer sind. So, und das Schönste natürlich ist euer neues Bussystem. Das ist zu erkennen an diesen Schaltern, die man vollkommen frei konfigurieren kann wahrscheinlich, ja? Ja, das ist jetzt im Moment noch getrennt. Also du hast jetzt da ein getrenntes Beleuchtungssystem, was getrennt gesteuert wird. Das Bussystem derzeit bezieht sich eben jetzt auf unsere Steuerung, wo wir sagen, okay, Tankgrößen abrufen, Heizung ein- und ausschalten, die Elektrik überwachen, die Batteriegeschichte überwachen und. Und da sind wir jetzt mit der Entwicklung fertig und haben das serienreif, wenn man das bei uns serienreif nennen kann. Ne? Gut, also es ist ein laufender Prozess. Am Ende des Tages muss es ja zuverlässig funktionieren. Auch da gibt es ja Tests. Ihr habt das System komplett selber entwickelt oder ist das in Zusammenarbeit mit einem Partner? Das ist in Zusammenarbeit mit einem Partner, mit dem wir das zusammen entwickelt haben. Der hat die technische Ahnung, dieses hinzubekommen und wir haben die praktische Ahnung zu sagen, Mensch, was macht da Sinn, was sollte das System können? Programmieren können wir jetzt selber nicht, aber da haben wir dann eben den passenden Partner dazu. Da läuft zum Beispiel jetzt auch die ALDE drüber, da läuft parallel. Ich glaube, bei der ALDE musst du das Display, das Originaldisplay noch irgendwo hinhängen oder nicht? Das ist gar nicht mehr da. Brauchen wir derzeit nicht. Du kannst das kombinieren, aber das ist eben dann die Sache, wie lege ich das System aus? Was muss das alles können? Ja? Ich kann das System spiegeln, zum Beispiel im Schlafzimmer. Könnte ich spiegeln, genau, kann ich auch auf dem iPad bringen oder so etwas und kann dann darüber die Sache steuern, ja. Oben drüber, was ist da? Da ist jetzt nochmal die Panels. Ein bisschen Technik. Wir haben derzeit halt dieses System, das ist das Hydrauliksystem für den Slide-Out oder für die Stützen. Das ist jetzt noch nicht auf unserem neuen Bussystem. Das wird auch noch integriert, ist im Moment hier noch separat. Das ist auch sehr, sehr einfach zu bedienen. Da gibt es auch schon direkt eine App-Steuerung, glaube ich. Also da gibt es auch eine App-Steuerung schon, genau. Und ja. Schön. Also da kannst du den Slider jetzt einfahren. Das ist interessant. Gastankregler, die Trumadou-Kontrollen mit drin, Bewegungsmelder, Alarmanlage ist hier eingebaut. Genau. Das ist die Vario Cool Twin. Der Schalter. Da kann ich dann wählen zwischen, der vordere Kompressor ist ein Doppelkompressor und ich kann wählen zwischen kleiner Kompressorstufe oder großer Kompressorstufe, je nachdem, was ich für Strommöglichkeiten habe. Ja, so kann ich sagen, okay, der zieht maximal so und so. Genau, kann ich dann bestimmen, ja. Gut, Ausgleichsgefäß, hier ist die Markise. Die Markise ist nicht freistehend, oder? Das ist, die braucht Stützen in dem Fall? Diese hier ist jetzt nicht freitragend. Wir bieten auch freitragende Markisen an. Aber auch die müssen natürlich, die gibt es dann mit Windwächter. Windwächter ist so ein bisschen eine Gefahr, der Kunde verlässt sich darauf. Ein Windwächter funktioniert nicht wirklich. Warum? Das klappt nicht immer. Naja, weil ich sag mal, ich habe eine Böe und bis dann die Markise eingefahren ist, der Windwächter merkt zwar diese Böe, aber bis die Markise wirklich eingefahren ist, ist die Böe schon wieder vorbei und die Markise unter Umständen umgeschlagen. Das ist so, also ich kenne das in Amerika, da sind das ja so riesige Haushaltsmarkisen, die hier teilweise dran machen mit Windwächtern. Ja. Aber ich selber habe schon zumindest mal einen rechten Arm von der Markise verloren. Das ist, die ist zwar nicht übergeschlagen, aber sie ist
kaputt gegangen. Ja. Ja, die Küche, auch da muss man ins Detail gehen mit vielen Kunden. Ihr habt aber auch so dieses komplett Mach-mal-Paket. Das ist jetzt ein Kundenwunsch-Auto? Ist das ein Fahrzeug für einen Kunden? Das ist ein Fahrzeug für einen Kunden, was zusammen mit dem Kunden entwickelt wurde. Darf ich dir vielleicht helfen? Muss ich ein bisschen was zu erklären. Was wollen wir hier? Hier ist eine Spülmaschine drin. Ich möchte aber optisch nicht erkennen, dass da eine Spülmaschine ist. Du siehst eigentlich nur Schubladen. Mhm. Ja? Aber trotzdem habe ich hier eben die Spülmaschine hinter, die ich dann eben toll nutzen kann. Ja? Und so, wir wollen eben diese Optik haben. Das Design nicht unterbrochen. Deswegen ist der nur tot, der ist nicht wirklich zu benutzen. Der ist auch blind, weil hier die Spüle hinter ist. Mhm. Also dahinter ist nichts. So, Tedford Induktion. Ihr habt ja genug Strom. Außerdem haben wir einen Generator. Auch das ist immer mit dem Kunden zu besprechen. Wenn er vielleicht Gas an Bord hat, kann man auch mit einem Gaskocher arbeiten, mit offener Flamme oder was auch immer. Schön. Ja, Stunde 19. Ein intensiver Durchgang mit einem Kunden, der dauert, muss man sagen. Das heißt also, wenn man jetzt die Fahrzeuge ja hier sieht, das ist eine tolle Situation. Ihr bereitet ja die Fahrzeuge auf, habt das mit Kunden abgesprochen, die haben das genehmigt, die haben gesagt, okay, ich bin bereit, dass mein Fahrzeug ausgestellt wird. Das ist eine Chance natürlich für dich, für potenzielle Kunden durchzugehen, die Grundrisse auszuprobieren und so weiter. Man sollte auf die Messe kommen, wenn man also wirklich mal Variomobil spüren will. Das ist eine echt gute Chance, weil Videos sind schön, aber so live ist nochmal was ganz anderes. Das stimmt. Also ich finde, man muss sowas auch anfassen. Man muss die Haptik von so einem Holz hier spüren. Das ist zum Beispiel mit einem Naturholzeffekt versehen. Ich weiß nicht, wie das im Bild jetzt rüberkommt, aber ich finde, das sieht unheimlich schön aus. Die Haptik ist toll und das kann ich natürlich wirklich nur erleben, wenn ich in so einem Fahrzeug drin bin. Mhm. Auch die Jalousien finde ich so klasse. Das ist so toll. Ich nehme an, wenn die hochgezogen sind, da ist nichts, was klappert, oder? Oder unten auch schon? Nee, also die sollten eigentlich während der Fahrt hochgezogen sein, weil sie sonst in diesem Zustand klappern könnten. Also das muss man schon während der Fahrt sichern. Aber ich finde das toll, wenn du da mal stehst. Du kannst nämlich ruckzuck binnen Sekunden kannst du ein ganz anderes Ambiente schaffen. Ja, du kannst es hochziehen, ja. Du kannst es eben auch verstellen nachher von den Winkeln her. Du kannst es ganz verdunkeln, du kannst es noch weiter öffnen. Also da kannst du verschiedene Sachen darstellen. Ausschauen, sehr schön. Die Fenster sind ja zu öffnen. Das ist also auch ein schönes Detail. Ich habe letztes Mal ein Fahrzeug jetzt gesehen, da waren die Fenster alle zu. Okay. Der Apotheker, das ist da. Dann auf der anderen Seite, das ist ich sag mal so, fast ein klassischer Grundriss hier, den du hast. Die Barversion. Ja. Da machst du nichts falsch, sage ich jetzt mal. Den siehst du hier bei uns auch sehr, sehr oft, weil weil wir ihn mögen, weil die Kunden ihn mögen. Also das wirst du sehr oft sehen. Das ist mal eine schöne Integration vom Kissmann. Also habe ich so selten gesehen. Weil oft ist das so, jetzt war ich bei den Kollegen von, wo war ich denn? Phoenix, die haben ja auch Kissmann extrem im Einsatz und so. Da sind die alle vorne dann drauf, aber ihr habt den verkleidet mit einer Laufschiene. Das ist schon cool. Also ich finde, einen Kühlschrank muss ich haben, klar, aber will ich ihn unbedingt sehen? Nein. Den möchte ich im Möbel integrieren und ich finde, das zusammen hier mit den schwarzen Applikationen und mit der schwarzen Mikrowelle Backofeneinheit, das sieht schon toll aus. Der Hersteller baut ja Kühlschränke gerade für die mobilen Einsätze. Die sind sehr sparsam, das muss man auch sagen, was der Stromverbrauch angeht. Klar, die haben alle A+, aber so ein Haushaltskühlschrank hat dann nochmal anderen Stromverbrauch. Und die Vibrationen und so weiter und so fort, das ist schon richtig klasse. Also Kissmann, ihr seid zufrieden? Ja, die Kühlschränke sind top. Die sind funktionieren sehr gut. Aber auch wir setzen haushaltsübliche Kühlschränke ein. Das wirst du in einem anderen Fahrzeug gleich noch sehen. Auch das ist Kundenwunsch. Haushaltsüblich heißt, ich kann noch größer werden und dann vielleicht mit einem Gefrierfach noch arbeiten oder mit einem größeren Gefrierfach noch arbeiten. Ja. Das ist übrigens ein ganz toller Grundriss, also der mich unglaublich flasht, weil der Schlafbereich komplett getrennt ist vom Wohnbereich. Du hast keine Blickachse. Der eine mag es, wenn er durchgucken kann, aber hier habe ich einen Raum, das habt ihr bei fast allen Fahrzeugen der Größe so gemacht, ja, dass du irgendwie links vorbeigehst, aber das kann der Kunde wahrscheinlich auch wählen. Auch das kann der Kunde wählen, ganz genau.
Hier ist es so, du hast so ein bisschen Apartment-Charakter, indem du hier um die Ecke gehst und du nutzt einfach den Laufbereich, um nach hinten zu kommen, auch für die Badgröße. Ja, wenn du ein separates Bad machst mit einem Laufbereich daneben, ist dieser Laufbereich nicht wirklich nutzbar, der ist nur als Flur da. Und das ist Geschmackssache, also was der Kunde möchte. Es ist ja hier so, das hier ist ja sehr, sehr gut vergleichbar mit einem Hotelzimmer. Also die Designer, die Hotelzimmer machen, ich sage jetzt mal auch so Apartment-Hotels, die eine Küche mit dabei haben, im High-End-Level. Schaut ihr euch ab und zu mal Hotels an eigentlich? Sehr, sehr gerne. Sämtliche Bilder, sämtliche Designstudien, die es da gibt, da bin ich immer unterwegs und so entstehen halt solche Sachen. Guck dir so eine Wandverkleidung an, guck dir so ein Duschpanel an. Ich finde, das macht super viel Spaß. Und, ist das jetzt eine Technik gewesen, die ihr aufgetragen habt? Oder kommt das so fertig? Das ist eine Plattenware, die man so aufsetzen kann. Und, du bist 1,80 Meter, zeig's mal gerade. Also du kannst hier nicht groß genug sein. Ich glaube, ihr habt noch nie einen gehabt, der nicht gepasst hat, oder? Nee, dann hat er das Fahrzeug nicht richtig konfiguriert, weil letztendlich, wenn jemand 2,10 Meter groß ist, muss man dafür sorgen, dass der auch Stehhöhe im Bad hat. Ja, die Shenandoah hat übrigens Hallenschuhe an, muss man erstmal direkt mal sagen, nicht, dass einer das sieht. Also denn der Rest. Ja, aber das Material ist nicht sehr empfindlich, das ist ein Staron-Material und selbst wenn da Kratzer wären, kannst du das nachher bearbeiten und das sieht aus wie am ersten Tag. Schön auch hier. Die Arbeitsplatte hier, die lasst ihr fertig und macht ihr selber? Auch die machen wir natürlich selber. Die Arbeitsplatte, der Waschtisch, sorry. Am Waschtisch, genau hier schön das Waschbecken nahtlos integriert, sodass du da keine Kanten hast, schön zum Sauberhalten. Ja, und so ein ganz ordinärer Hahn. Ja, sieht doch fein aus, ja, die ist schwarz und dann dieser kleine Goldschliff da drin. Ich finde das schon. Ich kenne das aus dem Europapark, da ist jedes Zimmer anders, also in den Hotels, in diesen Themenhotels. Ja. Und das ist hier wirklich toll umgesetzt, aber da hat der Kunde jetzt natürlich mitgewirkt, ne? Ein bisschen. Ja, immer. Also der Kunde hat immer Mitspracherecht oder je nachdem, wie er möchte. Und so entwickelt man zusammen das Design, auch mit dieser Betonplatte. Das soll so aussehen wie eine freistehende Betonplatte, wo einfach Wasser rauskommt. Ja? Und ich guck mal gerade dahinter. Also die ist zu. Und, ist keine Betonplatte. Nee, soll nur so aussehen. Soll nur so aussehen, da. Sag mal, Heiko, wenn jetzt hier so ein Fahrzeug, was ihr dann über 2 Jahre betreut, ja, ich sag mal mit der Entwicklung, mit allem drum und dran, ich sehe dich im Spiegel übrigens, da habe ich dich gefilmt. Wenn das dann den Hof verlässt, ja, ist das so ein bisschen wie in der Kindertagesstätte, wenn das Kind in die Grundschule geht, du fängst schon mal an zu heulen? Ja, ganz so schlimm ist nicht, aber ja, das ist schon so, dass der Kunde holt es ab, freut sich wie steht mit leuchtenden Augen da und kann die Nacht vorher schon nicht schlafen und freut sich auf seine. Also, das kann man sich doch vorstellen. Das ist doch ein Traum, sowas sich leisten zu können und sich sowas anzuschaffen. Und dementsprechend aufgeregt sind wir auch, auf jeden Fall. Ja. Großer Schrank hier rechts. Auch so schöne Sachen. Das hier gefällt mir auch richtig gut. Ich zeig's mal gerade. Das sind hier diese, naja. Musst du kräftig drücken? Ja, da kommt's raus. Also das stört nicht, das ist zeitlos. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass es zeitlos ist, oder? Mehr oder weniger. Das versuchen wir immer. Also wenn du die Optik siehst, ja, dann ist das zwar modern und irgendwie schick gemacht, aber es ist nicht so, dass es total abgedreht ist, wo du nach 3 Jahren sagst, ich kann es nicht mehr sehen. Ja? Wir nennen das schlichte Eleganz. Und, hier unten, wie kriegt man die auf? Hier ganz unten? Warte mal grad, das haben wir eben schon gesehen, aber darunter ist es Pushlock? Ach sorry, darunter ist Blende. Ja. Warum? Weil wir stehen ja hier in einem Fahrzeug mit Mini-Garage. Das heißt, die Front vom Mini geht ja bis hier vorne und da fängt die Garage an. Sag mal, wenn ich jetzt Hundebesitzer bin, habe einen dicken großen Hund, Schäferhund oder sowas, kann ich ruhig sagen, dann könnt ihr eventuell sogar noch eine Hundebox bauen, oder? Genau so ein Fahrzeug haben wir gerade im Bau, in der Firma, in der Produktion, wo der Besitzer wirklich zwei etwas größere Hunde mitnimmt und die auch in speziellen Hundeboxen unterbringen wollte. So, ich mach mal gerade auf, da kann ich ein bisschen besser filmen. Ja, das ist schick. Das ist Haushaltstechnik. Also in der Dusche will man doch gerne duschen. Wasser waren 500 Liter, gell? In dem Fahrzeug hier jetzt. Ja, genau. So, 500 auf die Armaturen. Gessi ist uns der Hersteller. Private Wellness, ziemlich cool. Ich glaube, das nächste, was ich kriege, ist auch von Gessi. Gessi, nie gehört.
Komm, wir gehen mal durch, dass wir es mal sehen. Dann kann ich nämlich mal die Toilette zeigen gleich noch. Gerade mal eben auf die Dusche gefilmt. Ja. Schau dir das an, die ist ebenerdig. Ja. Ja, du siehst jetzt keinen wirklichen Abfluss. Das geht zu Hause ja immer ganz einfach. Im Wohnmobil muss man ein bisschen gucken, wie komme ich mit den Tanks klar, wie komme ich mit dem Abfluss klar. Hier nimmst du die Platte raus und hast darunter die eigentlichen Abflüsse. Okay, das ist gelöst. Also das ist eine spezielle Technik, die habt ihr gemacht. Die haben wir entwickelt, diese Dusche, und die funktioniert super. Ja. So, hier das Klo. Auch hier, wenn der Kunde sagt, hätte ich gerne eine abgeschlossene Toilette, bitte einfach nur sagen. Wenn er sagt, er braucht ein Popomat, einfach nur sagen. Also das ist Wunsch des Kunden. Absolut, ja. Ihr habt welche bekommen von Dometic, Festtanktoiletten. Ja, Wie man sieht, ja. wir haben vorgesorgt, na klar. Ja gut, ihr habt ja 15 Fahrzeuge im Jahr, dann geht's noch, oder? Genau. Dann machst du ja ein paar auf Lager. Das ist jetzt nicht so eng, und da sind wir natürlich gleich unterwegs gewesen und haben gesagt, was brauchen wir, und vorausschauend bestellt. Ja, schon. So, jetzt kommt das Wichtigste. Hinter dir. Hinter mir. Ja, der Bad-Handtuchwärmer. Das ist so. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Auch da habt ihr jetzt nicht irgendeinen genommen, sondern einen, wo man auch mal 3 Handtücher ordentlich drüber hängen kann. Das ist schön. Die Betonoptik ist der Kracher. Also ich finde das so schön. Ich hoffe, ihr könnt es da sehen ein bisschen. Das Farbspiel kannst du wählen, gell? Farben. Ja, ja, klar. So, oben haben wir dann noch eine Lichtleiste drin. Ja, geh mal durch, bitte. Also ich habe eine gute Nachricht für euch. Das Video wird nicht mehr so lang werden, weil ich habe noch 8% Akku. Aber ist mal wieder ein Original-Hülsmann-Video. Herzog Hülsmann, 1 Stunde 29. Große Kleiderschränke. Wir haben keine Fahrradgarage, deswegen haben wir Platz. Ja, genau. Bei einem 1070 mit Mini-Garage haben wir eben diesen Fall, dass wir hinterm Bett diese Schrankwand noch haben. Das ist das Maß, was wir dann für den Mini brauchen. Bei einem Fahrzeug mit Smart-Garage wäre jetzt diese hintere Schrankwand nicht da, und dann kommst du ungefähr auf 10 Meter. Ja, 10 Meter ist noch besser für viele. Die sagen, noch kompakter. Ja. Gut, jetzt ist aber der Mini, glaube ich, ein sehr, sehr gängiges Fahrzeug bei den Besitzern von diesen Autos hier. Also ich weiß, dass ein Händler einer anderen Marke hat auch hinten ein Mini drin. Das weißt du. Du weißt, von wem ich rede. Ja, ja. Genau. Und ja, das Bettmaße hier 2x2. Nee, das ist ein bisschen länger. Der Kunde wollte etwas ein längeres Bett haben. Der ist jetzt 2,10 Meter. Auch das stimmen wir auf den Kunden ab. Was will er nachher wirklich haben? Da hinten, wo du jetzt gerade die Klappe aufgemacht hast, daneben gibt es induktive Handylader. Da, wo du jetzt deine Hand hast, wenn du da ein Handy hinlegst, wird es induktiv geladen. Cool. So, dann kann ich an der Seite rausschauen. Das ist ganz gut. Ich habe eine eigene, einen eigenen Ausströmer dann für die Klimaanlage. Die läuft gerade? Nee, die ist aus. Die ist aus. Okay. Die haben wir gar nicht Auch der Fernseher ganz dezent mit einem ordentlichen Soundsystem. Das ist ein Jenot Soundsystem, was wir jetzt mit der Firma Jenot zusammen entwickelt haben. Dieses Fahrzeug hat jetzt im Prinzip hier 2 Lautsprecher, im Bad noch 2 Lautsprecher und im Wohnraum 4 Lautsprecher mit Subwoofer. Und ich kann über ein Tablet nachher wählen, wann ich was wo hören möchte. Will ich das gesamte Fahrzeug beschallen oder möchte ich nur im Schlafraum was hören? Das kann ich bestimmen. So, wenn du mal kurz den Schrank bitte öffnest. Kleiderschränke kann man nie genug haben. Auch da, je nach Kundenwunsch. Genau. Da oben ist jetzt wieder der Verdampfer drin, ne? Ja. Für die Klimaanlage. Toll. Ja, hier fühlt man sich doch gar nicht schlecht in dem Zimmer. Gar nicht schlecht, ne? Ja. Die Heizung hier, die alte, das ist hier ein schönes Detail. Unten drunter, unterm Bett ist die Mini-Garage, gell? Genau. Jetzt, wo du drauf sitzt, ist eben die Mini-Garage. Unter dem Bett. Und, ist noch ein Stauraum, wenn ich mal kurz runter gucken darf, unter die Matratze, dass man sieht, was er da so macht. Okay. Froli, was ist das? Das ist das Froli-System, genau, wo der hier eben auf den Tellern liegt. Und gut, schlafen ist ja ganz gut. Auch die Matratze kann der Kunde wählen, wenn er Gelauflage haben will. Das kann er, wobei ich sagen muss, dass wir mit unserer Matratze, die wir standardmäßig verwenden, in Kombination mit dem Froli-System super Ergebnisse haben. Wir haben Kunden, die richten das Bettsystem zu Hause auf dieses System danach. Die sagen, wir schlafen so gut, also das wollen wir auch zu Hause haben. Der Boden fliegt raus hier, oder?
Der kommt auch raus, das wird der gleiche, wie der nachher vorne wird. Da hat der Kunde einen etwas dunkleren Teppich gewählt, der aber noch nicht fertig ist. Der wird handgemacht für den Kunden. So, jetzt ist an der Wand ja auch Teppich, das hat viele Gründe. Erstmal die Haptik und dann natürlich auch, ich glaube, das atmet so ein bisschen, oder? Die Luftfeuchtigkeit. Ja, genau, kann ein bisschen Feuchtigkeit aufnehmen, wieder abgeben. Es ist super schalldämmend. Du hörst, wenn wir hier drin sind, da ist nichts Reflektierendes irgendwie. Und ja, du hast ja auch schon mal alte Fahrzeuge von uns gefilmt. Die sind so ähnlich. Wo du siehst, das sieht auch nach 30 Jahren noch so aus. Das ist ja Industrieware, die hier verwendet. Das heißt, die kann man prima reinigen. Da gibt es ja den guten alten Tornador, habe ich mal gesehen. Also wenn ihr die Fahrzeuge aufbereitet, könnt ihr sowas machen für den Kunden. Das heißt, der bringt die vorbei und der sagt, das Beste ist als Messefahrzeug bereitstellen. Dann Klar, wenn er schon mit dem Fahrzeug unterwegs war und das dann zur Messe muss, dann muss es top dastehen. Nein, das kann der Kunde wählen. Der kann sagen, ja, ich möchte das wieder im Neuzustand versetzt haben. Aber die meisten Fahrzeuge sind sehr, sehr ordentlich bei uns und sehen auch nach mehreren Jahren noch wirklich sehr, sehr gut aus. so, alles, was wir sehen, hat der Kunde dann gewählt. Also Formen, Farben, Holz, egal was. Ach, Heiko, wie sollen wir heute alle Autos filmen, wenn wir für alle Autos immer 1:30 brauchen? Aber es ist so, gleich kein Akku mehr, also von daher. da ist noch die Schiebetür für die Vereinzelung. Drüben ist auch eine Schiebetür, gell? Ah ne, da ist eine normale Tür. Eine Drehtür. So, also der 1070 Vario Perfect auf MAN, nee, auf Actros 1846. 460 PS. 18 Tonnen, 460 PS, das ist gut. Dann auch hier die Aussicht. Höhe vom Fahrzeug? 390, 395. Aber auch das kann mit dem Kunden abgesprochen werden. Welche Stehhöhe möchte ich haben? Möchte ich Solarplatten oben auf der Dacherhöhung noch haben? Und dadurch ergibt sich dann die Gesamthöhe. Ja, ihr habt vorne noch eine Isolierung drin. Hier an der Seite habt ihr Vorhänge, das ist ganz hervorragend. Aber hier habt ihr sogar noch eine Jalousie, dass man also die Wärme auch ein bisschen draußen lassen kann. Und die ist auch ordentlich, das heißt, die isoliert auch, oder? Ja, genau, das ist ein Faltplissé, eine Wabe. Und hier hast du jetzt im Prinzip, dass du es von oben runterfahren kannst und zusätzlich hast du die Privacy-Funktion. Das heißt, du kannst es auch von unten nach oben fahren. Du hörst auch hier, wie schön leise das läuft und da kann man schon erahnen, dass das auch während der Fahrt nicht klappern will. Das ist auch ein Riesenvorteil gegenüber diesen alten Jalousien, die ja immer irgendwann mal anfangen zu klappern. Genau. Wenn du dann, glaube ich, festhältst. Schön ist der Originalschalter von Mercedes, das ist ja mal nett. Die hatten so einen Schalter mit Sonne. Nee, die lassen wir anfertigen, damit du eben diese Symbole hast, ja, für rauf und runter. Und das finde ich ganz schön, wenn du nicht irgendwo einen separaten Schalter hast, der dann gar nicht dazu passt. Heiko, ich bin zufrieden mit dir wieder mal im Jahr 2021, die 22er Modelle. Der Kunde, der wird wann die Auslieferung erfahren von dem Fahrzeug? Ja, irgendwie Ende September. Wir müssen das Fahrzeug noch checken. Der muss noch zu Mercedes, um diverse Datenfiles aufzuspielen. Ja, aber so Ende September ist es dann soweit. Er freut sich schon, er hat das Fahrzeug hier komplett fertig, erstmalig auf der Messe gesehen, natürlich zwischendurch während der Bauphase im Betrieb. Aber als er den jetzt hier fertig gesehen hat, war er wirklich sehr begeistert. Stani, mach mal unten bitte auf, unter dem, das Sofa hat keine Funktion. Nee, das Sofa ist jetzt eine reine... Aber auch da, wenn der Kunde will eine Funktion haben, kriegt er die von euch. Man kann das als Schlafsofa machen. Hier ist es jetzt, das wollte er nicht, weil er mit 2 Personen unterwegs ist. Hier ist er jetzt nur einfach mit Schubladen versehen. So, Fazit habe ich dir ja eben schon angekündigt. Ja? Wenn du jetzt unter allen Fahrzeugen, die du jemals gesehen hast, hier wählen könntest, dann würdest du natürlich dieses Fahrzeug nehmen. Natürlich. Warum? Sofort. Weil es sehr elegant ist, sehr schön und sehr groß, vor allem mit der Dusche finde ich sehr, sehr gut. Platz für die Dusche ist super und ja, Hammer. Und die Farbe außen ist auch sehr schön. Das Coole ist, sie ist über 18. Du hast einen Kuli dabei. Also wir nehmen auch mündliche Verträge entgegen, also von daher brauchen wir keinen Kugelschreiber. Ich bin da recht flexibel.
So, du machst ja eine Einzelvermächtigung 1,154 Millionen Euro. Und wie funktioniert das? Ich zahl was an bei euch, bei Auftragserteilung? Ja, das ist so. Der Kunde zahlt bei Auftragsbestätigung etwas an, um die eindeutige Absicht zu erklären. Und dann gibt es noch während der Bauabschnitte verschiedene Zahlungsweisen. Also wie beim Haus quasi? Genau, ja. Okay, wie beim Hausbau. Und am Schluss zahlt er den Rest und dann kriegt er irgendwann mal seinen Hobel. So. Hier unten drunter Subwoofer, was ist das? Das ist der Subwoofer, genau, der einfach mit der schwarzen Blende da versteckt ist. Da versteckt sich der Subwoofer von Jenot dahinter. So, jetzt haben wir den Akku richtig leer gemacht und Komplett leer. Schulnote, was würdest du hier sagen? 1 mit Sternchen. 1 mit Sternchen. Was sagst du zu der Qualität? Du hast gesagt, schön und hübsch und groß, aber Qualität, wenn du so Sachen anfasst, Mit dem Holz, das ja. muss doch auch auffallen, oder? Ja, das ist sehr gut gearbeitet auch. Dankeschön. Das mit dem Holz, super. Mhm. Danke Toll. auch. Das war dir nämlich ganz wichtig, dass du gesagt hast, also ich sag mal, die Fahrzeuge sind, wir haben eben ja den Mann gehört, 30 Jahre wird er jetzt, die Fahrzeuge sind echt gebaut für die Ewigkeit. Das sind also wirkliche Apartments auf Rädern, wo du auch in 30 Jahren noch Freude dran hast, oder? Ja, total. Also die ersten Autos kommen jetzt, wie gesagt, mit historischen Kennzeichen und also die stehen sehr, sehr gut da und können wahrscheinlich noch weitere 30 Jahre auf der Straße sein. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind im Vario Perfect 1070 Modelljahr 2022 zusammen mit Heiko Hülsmann und Shenandoah. Vielen Dank, tschüss.